Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen und wir schauen uns heute zusammen die brandneuen Army Armament TTIs an, beziehungsweise hier drüben einmal die aktuelle Pit Viper, habt ihr vielleicht John Wick 4 schon gesehen, einmal die Pit Viper und hier drüben einmal die Sand Viper und diese sogar in der Limited Edition. Sprechen wir später durch. So, jetzt aber zunächst mal, bevor wir mit diesem ganzen Video anfangen, zunächst mal ein kleiner, wie soll ich sagen, so eine kleine Auflistung vielleicht. Was gibt es denn jetzt für Modelle und wo liegen die Unterschiede? Denn allein aus dem Hause Army bekommt man von diesen Modellen 3 unterschiedliche Varianten. Und dementsprechend hier so eine kleine Zusammenfassung, was ich jetzt herausfinden konnte, wie man diese Modelle ein bisschen sortieren kann oder auseinanderhalten kann. Der erste Punkt, natürlich, die Pit Viper zum Beispiel gibt es auch, oder die Sand Viper glaube ich auch, gibt es auch aus dem Hause WE bzw. AW Custom. Ist recht einfach zu erkennen, wenn ihr zum Beispiel mal Produktbilder anschaut und ihr seht, dass das Griffstück nicht handgestippelt ist, sondern von der Struktur deutlich matter ist oder weniger strukturiert ist und der Kompensator vorne zugegossen ist, also mit so einem Radius nicht offen, dann handelt es sich um die WE bzw. AW Variante. Seht ihr dann, dass der Kompensator offen ist und das Griffstück eben komplett einmal handgestippelt ist oder sehr, wie Schleifpapier eigentlich ist, dann handelt es sich um die Army Armament Variante. So, und wie gesagt, jetzt gibt es hier eben auch noch Unterschiede allein bei Army. Es gibt einmal das günstigste Modell oder die günstige Serie, die findet ihr zum Beispiel bei Taiwan Gun. Vielleicht interessant für Österreicher, Schweizer oder Zuschauer, die nicht aus Deutschland vielleicht kommen. Wie gesagt, jetzt bei Taiwan Gun ist aber die günstige Variante. Hier habt ihr letztendlich einen ganz normalen Verschluss oder Schlitten oben drauf aus einer Zink-Aluminium-Legierung letztendlich. Also wie bei jeder anderen Backup auch und das Ganze eben aus der Gussform raus. Auch die Abzugsgruppe ist zwar identisch von den Bauteilen, aber das Material weicht ebenfalls ab. So, das bei der günstigen Variante. Jetzt haben wir hier die CNC-Version auf dem Tisch, bedeutet die etwas teurere. Da habt ihr eben bei beiden Versionen, bei der Pit Viper wie auch bei der Sand Viper, einen komplett CNC gefrästen Verschluss oder Schlitten oben drauf. Schauen wir uns auch später im Detail an, hervorragend von der Qualität hier. Und natürlich die gesamte Abzugsgruppe komplett aus Stahl. Also nicht so ein Misch, sage ich mal, vielleicht der Hämmer aus Stahl, der Rest aus Zinkguss. Nein, jedes Bauteil von der Abzugsgruppe komplett aus Stahl gefertigt. Das ist eben die CNC-Version. So, und jetzt gibt es eben noch die beiden Modelle, was ich jetzt auf dem Tisch habe. Denn da gibt es nicht nur die CNC-Version, sondern die CNC, keine Ahnung, Begadi Upgraded Version. Bedeutet die CNC-Variante nochmal verbessert. Bedeutet, auch hier steckt Begadi wieder ein bisschen Arbeit rein. Zum Beispiel bei der Pit Viper bekommt ihr auch eine RMR-Montage oben mit dazu, falls ihr einen Leuchtpunkt montieren wollt. Ihr habt bei beiden Modellen den erweiterten Verschlussfanghebel, also den langen, damit man einfach leichter mit dem Daumen hinkommt. Nicht der Standard, wie man von der High-Kappa einfach kennt. Und das eben bei beiden Versionen, auch bei der Sand Viper, wie gesagt, direkt gleich der erweiterte Verschlussfang- oder Schlittenfanghebel mit dran, finde ich schon mal sehr geil. Dann auch das Hopper-Bucking, verbaut Begadi hier ein GBB5-Bucking, ein Flat-Top-Bucking. Es ist ein Begadi Edelstahlventil drin, Auslassventil, von der Gaseffizienz her deutlich besser. Und Begadi verbaut auch wieder, wie bei den letzten Modellen, ebenfalls diesen Aluminium-Pistenhead mit Ventilation. Das schauen wir uns alle später im Detail an, aber hier auch wieder so geupdatete Modelle und natürlich der Lieferumfang dementsprechend wieder, ihr bekommt einfach unheimlich viel Zeug bei diesen beiden Backups mitgeliefert. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei diesen 2 wunderschönen Backups. Vielleicht macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Lasst uns loslegen, wie üblich mit dem Lieferumfang und vielleicht ganz kurz Unterschiede Pit Viper zur Sand Viper. Da ist zunächst mal natürlich der größte Unterschied ist natürlich der Farbton und hier auch zu beachten, dieses Modell hier von der Sand Viper ist in der Limited Edition, bedeutet hier habe ich diese
ja, diese Sandwiper in dem limitierten Midnight Rose von Begady bekommen. Es soll das Modell auch noch in diesem Standard Sand oder ja, FDE nenne ich es einfach mal geben, aber eben dieser Farbton, dieses Midnight Rose oder Midnight Bronze oder whatever, ist eben auf 300 limitiert. Finde ich sehr schön, können wir uns später nochmal im Detail anschauen. So, und dann der größte Unterschied, ebenfalls natürlich, die Sandwiper kommt ohne offene Visierung. Bedeutet, ihr könnt hier oder ihr müsst hier natürlich ein Leuchtpunktvisier noch dazu erwerben, welches einen Bohrungsabstand oder Standard RMR Footprint hat mit einem Bohrungsabstand Mitte zu Mitte von 19,2 mm ungefähr mit 2x M3 Schrauben. Bedeutet, diese ganzen RMR-Klone, die ihr überall kaufen könnt, könnt ihr hier drauf einmal verwenden. Also hier merken bei der Sandwiper eben keine offene Visierung und dementsprechend auch im vorderen Bereich kein Korn vorhanden. Da sieht es bei der Pitwiper ein bisschen anders aus und auch hier muss ich sagen, ist entsprechend der Lieferumfang sogar noch ein bisschen umfangreicher oder noch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Denn hier seht ihr, die Pitwiper kommt eben mit einer Standard offenen Visierung, bedeutet vorne einmal euer Korn eingearbeitet mit so einem Lichtsammler, schön lang gezogen. Und ebenfalls mit einer voll einstellbaren Kimme hinten drauf. Bedeutet Höhe und Seite komplett einstellbar. So, und jetzt eben, wie gerade gesagt, das ist jetzt bei der Pitwiper ein bisschen umfangreicher, denn auch hier liefert euch Begady bei der Upgrade-Serie nochmal zusätzlich eine RMR-Montageplatte mit dazu. Bedeutet, auch hier könntet ihr einfach hinten die Kimme demontieren und könnt euch einfach die Montageplatte drauf klatschen und dementsprechend auch hier so ein RMR oder ein Leuchtpunktvisier auf der Pitwiper drauf verbauen. So, lasst uns gleich über den Lieferumfang sprechen. Das machen wir heute ein kleines bisschen detaillierter. Ihr habt natürlich jeweils einmal die Backup im Karton mit enthalten. Ist wieder so ein Lizenzkarton mit Terrain Tactical und Check Precision und whatever alles drauf. Auf jeden Fall die Backup jeweils einmal drin und dann habt ihr ebenfalls jeweils ein Standard High Kappa oder so ein TTI GBB-Magazin dabei. Das ist ein 28-Schuss-Magazin. Das kennt ihr bereits, aber eben auch hier bereits mit den verstärkten Lippen hinten einmal montiert. Bedeutet nicht mehr aus ABS-Kunststoff wie früher noch, sondern eben aus Polyamid-Kunststoff jetzt die Magazinlippen. Und wie gesagt, die sind exakt identisch bis auf das Bodenstück. Das eine ist halt in diesem Midnight Rose gehalten und das andere ist halt schwarz. Ansonsten, wie gesagt, 1:1 das gleiche Magazin und diese kennen wir selbstverständlich bereits aus den letzten Reviews. Und auch hier hinten drin übrigens, können wir auch später nochmal uns anschauen, ebenfalls hier vom Begady wieder dieses Edelstahl Effizienzventil letztendlich hinten drin verbaut. So, und jetzt da eben der ganze Lieferumfang, denn ihr habt bleibst das bitte liegen. Ihr habt bei beiden Backups alles Nötige dabei und bei der Pitwiper sogar noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel Adapter für 14 mm Linksgewinde. Wollt ihr also einen Tracer oder einen Schalldämpfer oder Schalldämpfer-Attrappe montieren? Bei beiden Adapter dabei. Ebenfalls wieder so ein kleines Maintenance oder so ein kleines Ersatzteilbeutelchen, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Bodenplatte, Einfüllventil, Dichtungen, Magazinlippen und Pipapo. Ebenfalls enthalten und zusätzlich jetzt ebenfalls bei der Pitwiper habt ihr eben zusätzlich noch diese CNC gefräste RMR Montageplatte dabei, braucht ihr natürlich bei der Sandwiper nicht und ebenfalls nochmal so ein Spannhebel oder erweiterter Spannhebel aus Edelstahl. Also auch hier seht ihr wieder, ihr bekommt einfach ein wunderschönes Paket und was ihr da genau bekommt und wie ihr das alles montiert, das schauen wir uns heute eben im Detail an. Also Leute, dann schauen wir uns mal dieses ganze Zubehör, was jetzt da dabei ist bei diesen Backups, einmal im Detail an und auch, wie ihr das vielleicht montiert. Ich würde sagen, wir fangen erstmal easy peasy an. Bedeutet hier einmal Schalldämpfer-Adapter letztendlich oder halt für Tracer. Bedeutet, bei jeder der Backups, bei der Pitwiper wie auch bei der Sandwiper, habt ihr hier vorne ein Gewinde drin. So, und über dieses Gewinde, das ist ein Innengewinde, könnt ihr den beiliegenden Adapter einfach installieren. Und ihr seht auch, der geht durch den Kompensator durch. Bedeutet, das finde ich geil umgesetzt, wenn ihr euch das mal anschaut. Wir schrauben den einfach da vorne rein.
Zack, hier können wir dann Gewindeschutzkappe einmal abschrauben. Haben wir vorne ein stinknormales 14 mm Linksgewinde und können jetzt problemlos Schalldämpfer attrappen oder Tracer einmal draufschrauben. So, und wie gesagt, der ist eben schön lang und wenn ihr euch das mal anschaut, das ist perfekt umgesetzt, denn das Ganze deckt eben den Ausgang vom Innenlauf nochmal ab. So, ihr habt also hier keinen, wie soll ich sagen, keinen Freiraum zwischen eurem Schalldämpfer oder eurem Tracer und dem Lauf. Bedeutet, der gesamte Adapter geht hier komplett bis hinten durch. Finde ich geil umgesetzt, einwandfrei. So wünscht man sich das. Super. So, und dann habt ihr eben im Lieferumfang noch einen Haufen Zubehör dabei, was ihr als, ja, so eine Art Wartungsset, nenne ich es jetzt einfach mal, oder halt so Kleinteile. Bedeutet einmal dieser Beutel hier. Schauen wir uns nur ganz kurz an, werden wir nicht alles verbauen. Schauen wir mal ganz kurz an, was in dem Tütchen alles dabei ist. Da habt ihr also Ersatzteile, wenn ihr benötigt. Magazinlippen, sieht man auch, sind definitiv in einer neuen Variante. Denn hier ist sehr hoher Glasfaseranteil in den Magazinlippen drin. Kennt ihr vielleicht noch bei der allerersten Generation damals von dieser Highcover von Army, ist es ab und zu passiert, dass die Magazinlippen oben abgebrochen sind. Und dann hat man die tauschen müssen, durch welche zum Beispiel von WE oder von KJW. Sondern hier sind eben jetzt deutlich stärkere eben bereits verbaut und ebenfalls als extra nochmal enthalten. Also einmal Magazinlippen, dann die Bodendichtung unten. Wenn das Magazin untenrum mal undicht werden sollte, habt ihr hier einmal diesen Dichtungsgummi dabei. Ebenfalls ein Ersatz-Follower. Der geht normalerweise im Regelfall nicht kaputt, aber okay, es ist halt einer dabei. Dann zweimal Edelstahl-Einfüllventil. Finde ich gut, denn gerade wenn man Gasflaschen verwendet, die einen Stutzen oben aus Edelstahl haben und man drückt recht stark die ganze Zeit, dann kann es passieren, dass dieses Einfüllventil irgendwann nicht mehr richtig schließt. Und hier sind eben dann 2 Stück auf Ersatz direkt dabei. Super Sach. So, dann haben wir hier nochmal irgend so einen kleinen Pin und einen Gewindestift. Das müsste unten für die Platte hier sein, gehe ich davon aus. Zumindest. Wie gesagt, anders kann ich es mir nicht erklären. Auf jeden Fall so ein kleiner Pin und ein Gewindestift nochmal. So, und dann eben, das war jetzt, glaube ich, bei der alten Version, war das, glaube ich, nicht der Fall. Müsste ich nochmal ins Review reinschauen, aber ich glaube nicht. Denn hier jetzt bei der Pit Viper wie auch bei der Sand Viper ist jeweils ein Ersatz-Magazinboden mit TTI-Marking ebenfalls enthalten. Und das finde ich geil. Denn vielleicht habt ihr es schon mal gemerkt, diese TTI-Magazine, die sind relativ schlecht herzubekommen. Bedeutet, ja, man bekommt die normalen Army-Magazine problemlos. Wenn man aber welche mit Markings haben wollte, war das Ganze nicht ganz so einfach. Und jetzt hat man eben hier nochmal extra ein Bodenstück dabei vom TTI-Magazin. Und wenn man jetzt kein extra TTI-Magazin auftreiben kann, dann kauft man sich einfach das normale und macht einfach die Bodenplatte drauf und schon hat man ein TTI-Magazin. Also hier wieder sehr viel Zubehör und vor allem auch nützliches Zubehör im Lieferumfang enthalten. So, das stopfe ich alles mal wieder da rein. Und dann lasst uns gleich weitermachen mit der Pit Viper und zwar mit der Montage eines Leuchtpunktvisiers. Vorhin oder gerade vielleicht schon gesehen, die Sand Viper hat natürlich out of the box keine offene Visierung. Bedeutet, ihr habt hier keine Kimme, ihr habt kein Korn, aber die Sand Viper kommt standardmäßig bereits mit einer RMR-Montageplatte hinten drauf montiert. Also hier könnt ihr jetzt einfach hergehen, zack, und knallt euer RMR oder euer Leuchtpunktvisier hier hinten letztendlich drauf. Bohrungsabstand natürlich einmal zu beachten. Bei der Pit Viper sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und das ist, glaube ich, auch nicht Standard. Bedeutet, nur diese Begadi Updated Version hat eben jetzt nochmal so eine RMR-Platte für die Pit Viper dabei und ebenfalls wieder so ein Spannhebel, nenne ich es jetzt einfach mal, aus Edelstahl. Zeige ich euch dann ganz kurz. Wie gesagt, das ist nur bei der Updated-Serie von Begadi der Fall. So, bedeutet, ihr habt hier bei der Pit Viper einmal eine CNC-gefertigte Montageplatte dabei. Ist komplett gefräst, kann man hier unten sehr schön sehen. Also sehr gute Qualität, nicht einfach irgendein Aluguss, sondern komplett aus dem Vollen rausgefräst. Und eine Senkkopfschraube, die gehört hier oben rein. So, zum Montieren auch sehr simpel.
Ihr müsst letztendlich einmal die Kimme hinten entfernen. Dafür muss einmal die große mittlere Schlitzschraube einmal komplett gelöst werden. Also die einmal komplett rausschrauben, mal auf die Seite legen, dann die Kimme vorsichtig aufklappen und die innenliegende Feder hier einmal entnehmen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr die nicht verliert und natürlich auch hier die Schraube dazu am besten gleich wieder in irgend so ein Beutel am besten gleich mit reinpacken. So, und dann wird die gesamte Kimme hier oben letztendlich über einen Stahlpin gehalten. Und den müsst ihr auf die Seite durchdrücken, denn der ist auf der einen Seite gerändelt. Bedeutet hergehen, Durchschlag bzw. Stifttreiber nehmen und hier ein kleines bisschen klopfen, damit der ganze Pin hier auf der Seite rauskommt. So, den zieht ihr einmal raus und legt ihn zu eurem Beutel dazu. Und jetzt könnt ihr die gesamte Kimme ebenfalls entfernen. So, und jetzt müsst ihr eigentlich nur hergehen, ballert hier hinten einmal die Platte drauf, Passgenauigkeit, hervorragend, sitzt 1A und fixiert diese mit der beiliegenden Senkkopfschraube. So, und dann wäre die Platte schon drauf. Jetzt gäbe es hier noch eine Möglichkeit, da weiß ich nicht, ob ich das nutzen möchte. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Platte zusätzlich mit diesen kleinen Gewindestiften hier links und rechts ja nochmal stärker zu befestigen. Bedeutet, diese beiden kleinen Gewindestifte, die greifen euch dann letztendlich in das Loch von dem Pin. Wartet mal, ich zeige es euch vielleicht nochmal im Detail, damit ihr das erkennen könnt. Bedeutet, hier wo ihr vorhin den Pin rausgeklopft habt, hier oben in das kleine Loch, da greift dann der Gewindestift einmal rein. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich denke mal, die eine Schraube langt aus. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden, aber es könnte schon passieren, dass wenn ihr da den Gewindestift reinschraubt, dass ihr hier das Loch vielleicht ein bisschen vermackt oder so. Und wenn ihr dann keinen Leuchtpunkt mehr verwenden möchtet und wieder zurückrüsten wollt, dann könnte es halt sein, dass das Loch nicht mehr ganz so schön aussieht. Also das müsst ihr entscheiden. Wie gesagt, wenn ihr nur ein leichtes Leuchtpunktvisier habt, zum Beispiel so eine Kunststoffversion von Holy Warrior, dann braucht ihr letztendlich nur eine Schraube. Das ist ausreichend. Dann würde ich diese Gewindestifte vielleicht komplett rausmachen und gar nicht erst verbauen. So, und dann gerade für Einsteiger natürlich ganz wichtig zu beachten, prüft, bevor ihr die gesamte Montageplatte verbaut, prüft die Länge von euren Schrauben. Ihr habt bei diesen RMRs oder bei diesen Leuchtpunktvisieren, habt ihr immer unterschiedlich lange Schrauben dabei. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut oder mal herschaut, ich mache jetzt hier einfach mal die Schrauben rein, die bei diesem Holy Warrior dabei waren. Und das waren M3 Senkkopfschrauben mit 10 mm Gesamtlänge. So, und diese passen aber nicht. Ich zeige es euch gleich mal. Bedeutet, wenn ich die komplett festziehen würde und das Ganze von unten anschaue, dann sieht man, dass das Gewinde von der Schraube hier ein kleines bisschen rausschaut bei der seitlichen Rampe. Und das darf nicht sein, denn wenn die Montageplatte auf der Backup oder auf dem Verschluss montiert ist und ihr schraubt diese Schraube rein, dann haut ihr euch da oben eine riesengroße Macke in diese Rampe hier hinten rein. Also das unbedingt beachten. Bedeutet, in meinem Fall tausche ich jetzt die Schrauben aus. Ich nehme keine 10 mm, sondern ich nehme eine Stufe kleiner, also 8 mm. Bedeutet die 10er weg und einmal 8er her. Und die passen dann letztendlich einmal perfekt. Wie gesagt, das müsst ihr immer gucken, je nachdem, was für ein Leuchtpunktvisier ihr habt, was für eine Schraubenlänge ihr eben benötigt. Denn das ist eben nicht immer bei jedem RMR-Klon letztendlich identisch. So, dann machen wir mal die Platte nochmal drauf, schauen uns das Ganze mal an. So, ein bisschen festziehen, handfest und dann einfach hier einmal die RS-RMR drauf verschrauben. So, langt schon, ist schon befestigt und voilà, habt ihr ebenfalls auf der Pit Viper ein Leuchtpunktvisier drauf verbaut. Wenn ihr das also möchtet, ist hier problemlos möglich. So, der letzte Punkt, einmal unten vielleicht nur interessant für Zuschauer international, Österreicher, Schweizer oder in Deutschland, wenn ihr eine Dummy-Version habt, so wie ich, Montage, Dummy Light oder wie gesagt Österreicher, Schweizer Laserlichtmodule. Aufpassen, dass ihr natürlich die richtige Größe von dieser Arretierung verwendet. Bedeutet, ihr seht es hier bei meiner Attrappe von dem X300, ist für die Glock hier diese schmale Klemmung verbaut.
Da ist im Lieferumfang sind da unterschiedliche Größen bzw. unterschiedliche Längen enthalten. Hier halt aufpassen, dass ihr die korrekte beim X300 verbaut. Nehmen wir mal an, wir nehmen hier die normale von der Glock, dann seht ihr, dass das Ganze nicht ganz so geil ist, denn das kann euch hier locker 5 mm hin und her wackeln. Also da müsst ihr dann quasi hier vorne die korrekte Montage einmal einsetzen. Und als letzter Punkt, das hätte ich jetzt fast vergessen, habt ihr natürlich noch diesen Spannhebel da dabei aus Edelstahl. Das kennt ihr auch schon. Das hat Bugatti auch bei diesen Witcher-Modellen auch beigelegt. Bedeutet, wenn ihr das Ding vielleicht irgendwie als Race Gun nutzen möchtet oder für IPSC oder für Speed QB oder whatever, dann könnt ihr hier hinten jetzt ebenfalls in der Montageplatte diesen erweiterten Spannhebel montieren. Und der passt, lasst mich mal kurz gucken, genau, den könnt ihr entweder auf der rechten Seite reinschrauben oder vom Schützen aus auf der linken Seite reinschrauben. Bedeutet einfach einmal rein mit dem Ding und dann habt ihr da hinten halt aus Edelstahl so ein Spannhebel dran. Also wie gesagt, wenn ihr das möchtet, wenn ihr euch damit anfreunden könnt, ja, okay, könnt ihr machen. Ich brauche sowas nicht. Lasst uns anschließend noch kurz über die technischen Daten sprechen. Datenblatt blende ich euch hier drüben wieder ein. Und ja, es ist ein Datenblatt für beide Modelle. Denn der einzige Unterschied ist wirklich nur das Gewicht und dieses beträgt gerade mal bzw. hat eine Differenz von 4 Gramm. Also ob ihr da jetzt eine Sand Viper wiegt, ohne RMR natürlich, oder eine Pit Viper, 4 Gramm Differenz können wir, glaube ich, unter den Tisch kehren. Die Maße sind selbstverständlich 1:1 identisch, bedeutet 230 mm Gesamtlänge, Gesamthöhe komplett 160 mm, Platz für die Finger vom Magazintrichter bis zum Abzugsbügel von 70 mm, alles identisch. So, Gewinde habe ich, glaube ich, gerade noch nicht angesprochen. Hier ist standardmäßig im Kompensator ein 11 mm x 1 Rechtsgewinde vorhanden und mit dem Adapter, der eben beiliegt, habt ihr dann ganz normales 14 x 1 CCW-Gewinde, also 14 mm Linksgewinde, wie man es einfach kennt und was Standard ist. So, der letzte Punkt noch ganz kurz, gerade schon gezeigt mit der Montage von diesem X300. Wenn ihr jetzt Österreicher, Schweizer seid und von mir aus Lampen oder Laserlichtmodul oder whatever montieren wollt, es ist hier vorne, die Kerbe ist keine Standard Picatinny, sondern wir haben hier eine Nudenbreite von 5,3 mm, wie gerade bei der Montage von dem X300 bereits angesprochen. Die Energie gibt Bugatti zwischen 0,9 und 1 Joule an und auch das ist natürlich bei einer GBB immer abhängig, je nachdem, was für BBs habt ihr drin, wie warm ist das Magazin, welches Gas verwendet ihr, kann also immer ein kleines bisschen variieren. Da natürlich hier auch wieder von Bugatti eben dieses Edelstahlventil drin ist, dieses Effizienzventil, habe ich für euch wieder Chronotest und auch Effizienztest gemacht. Einmal mit dem ganz normalen Protech-Gas, also dieses Green Gas, und einmal mit ein bisschen was stärkerem mit dem Nubrol 3.0 Red Gas. Zweite Ladung. Dritte Ladung. Sag mal, die hört ja gar nicht mehr auf. Vierte Ladung. Okay, Feierabend. 103 Schuss.
Zweite Ladung. Dritte Ladung. Oh. Maximal 84 bis 85 Schuss. Da war das ProTech, war ein bisschen effizienter. Zweite Ladung, Magazin ist immer noch kalt. Das Ding läuft bei Kälte mit Red Gas einwandfrei. Somit haken wir den Chrono ab und lasst uns auch heute kurz im Detail über das Thema Energieabgabe, Effizienz und Hop-Up sprechen. Ihr habt jetzt gerade einen Chronotest gesehen, nicht wundern, die Energieabgabe ist bei beiden Modellen 1:1 identisch. Bedeutet hier natürlich das Magazin, das Ventil, die Abzugsgruppe, das Hop-Up, die Lauflänge, alles 1:1 identisch und dementsprechend auch die Energie bei beiden Modellen natürlich exakt identisch. Was im Chrono wieder sehr gut war, muss ich sagen, ist die Effizienz mit dem ProTech Gas bis zu 103 Schuss mit einer Magazinfüllung. Habt ihr gesehen, einfach immer, also einmal voll gemacht mit Gas und dann immer wieder jeweils nur BBs nachgeladen, bis es leer war. 103 Schuss, das ist wirklich super, muss ich sagen. Bei dem Noob Roll Red bin ich gerade mal, oder was heißt gerade, bin ich auf 80 Schuss gekommen. Das finde ich auch in Ordnung. Kann man aber wiederum mit anderen Backups gleichstellen, würde ich sagen. Oder mit anderen High Kappas mit der gleichen Füllmenge im Magazin drin. Also warum man hier mit dem ProTech deutlich mehr Gas rausbekommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, hier die Effizienz mit dem Noob Roll ein bisschen schlechter gewesen mit dem ProTech. Und dem, ich würde sagen, im Regelfall, wenn es warm draußen ist, gerade jetzt im Sommer, gut, bei 36 Grad vielleicht nicht, aber ich würde sagen, dass das normale ProTech im Regelfall bei warmen Temperaturen immer ausreichend ist. Wenn es dann in den Herbst reingeht oder auch mal in Richtung Winter zu und wirklich kühler draußen wird, dann würde ich sagen, macht dann Red Gas rein und dann läuft das Ding immer noch problemlos. Und auch hier muss man sagen, wie ihr gesehen habt, in Chrono, die Energieabgabe ist mit eingestellten Hop-Up, also Spielfeldeinstellung, ist wirklich sehr konstant. Gerade die erste Ladung und auch die zweite Ladung, wenn ihr nicht übertreibt und hier triggert wie ein Geisteskranker, sondern normal das Ding spielt, fällt die Energie nur sehr leicht einmal ab. Also Energieabgabe aufgrund vielleicht des Ventils und des Pistenheads, wirklich klasse, können wir nicht schimpfen. So, Thema Hop-Up sprechen wir später natürlich noch im Detail an. Ganz kurz für Einsteiger vielleicht. Wie stellt ihr bei einer High Kappa oder bei so einer GBBS Hop-Up ein? Natürlich, ihr müsst einmal den Verschluss zurückziehen und dann habt ihr auf der Seite vom Schützen aus links, wartet, vielleicht könnt ihr es erkennen, habt ihr hier also eine Aussparung und eine Arretierung. Bedeutet, würdet ihr den Schlitten oder den Verschluss ganz zurückziehen, dann arretiert das Ganze an der hinteren Aussparung. Wenn ihr das Ganze ein bisschen loslasst, dann könnt ihr den so weit vorfahren, bis ihr hier an diese Kerbe rankommt. Und genau an dieser Kerbe müsst ihr den Schlitten einmal halten und dann entweder ihr noddelt seitlich den Hebel raus oder ich gehe meistens immer her und drücke den einfach von innen einmal durch. So, dann könnt ihr den Hebel einfach abnehmen,
den gesamten Verschluss einmal nach vorne abziehen und dann habt ihr hier unten drin ganz normal, wie die meisten vermutlich kennen, einmal euer Hop-Up-Einstellrädchen. Bedeutet, standardmäßig ist dieses auf 0 eingestellt und da könnt ihr 0,25 Gramm verwenden. Wenn ihr dann höher geht, 0,28, 0,3, müsst ihr mehr Hop drauf geben. Wir schauen es uns, wie gesagt, später nochmal im Detail an. Ich würde es aber vermeiden, 0,2 Gramm BBs mit diesem Hop-Up-System zu verwenden. Denn hier bekommt ihr im Regelfall ein Überhoppen rein, selbst wenn ihr es auf 0 gestellt habt. Also nicht für leichte BBs geeignet. Wie gesagt, 0,25, im besten Fall vielleicht 0,28. Und dann greift das Bucking wirklich hervorragend einmal von den Ergebnissen. Also hier Hop-Up ist gut, aber wieder nur für etwas schwere BBs einmal ausgelegt. So, dann installiert ihr das Ganze wieder bis zu der Kerbe bringen und einmal den erweiterten Verschlussfang oder Schlittenfanghebel hier wieder einmal reinstecken. Gut Leute, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Allgemeininformationen und diese werde ich heute wieder ein bisschen kombinieren. Bedeutet, wir machen einfach Allgemeines und Verarbeitung direkt zusammen. Lasst uns also anschließend weitermachen mit den Allgemeininformationen und auch mit der Verarbeitungsqualität. So, wir schauen uns erstmal beide Varianten von außen ein kleines bisschen an, so die feinen kleinen Details. Beginnen wir hier erstmal bei der Sandwiper. So, und jetzt muss ich sie euch ein kleines bisschen drehen, denn je nachdem, wie ihr auf den Verschluss drauf schaut oder je nachdem, wie das Licht drauf fällt, seht ihr eben hier oben diese polierten Flächen im Schlitten drin, die so unheimlich sexy ausschauen. Wartet mal, so kann ich es, glaube ich, gut einfangen, wenn ich es hier so ein bisschen drehe. Sieht mega schön aus. Also hier so hochglanzpoliert die erhabenen Stellen, die Vertiefungen dann in einem matten Farbton gehalten. Die Sandwiper, wie vorhin schon angesprochen, ohne offene Visierung. Bedeutet, wenn ihr euch das Modell kaufen solltet, dann müsst ihr nochmal ein RMR oder ein Leuchtpunktvisier dazu erwerben. Der Outer ist dann einmal fixiert, also ist ein Fixed Outer, denn am Outer selbst hängt noch der Kompensator mit drauf. Also der ist quasi innen mit einer Stahlschraube in den Outer reingeschraubt, damit es hier vorne quasi eine Einheit ergibt. Und hier habt ihr eben nicht wie bei der Pitwiper oben noch diesen Cut, sage ich mal, schauen wir uns dann gleich an, habt ihr hier bei der Sandwiper eben nicht. Der Outer ist dann weiterhin ganz normal aus Aluminium gehalten und bei der Sandwiper seht ihr hier am Patronenlager einmal in so einem seidenmatten Schwarz gehalten. Markings natürlich vollständig vorhanden, einmal hier drauf Sandwiper, auch hier sehr schön klein TTI oder Terrain Tactical Logo, SF im Fünfeck natürlich drauf. Und dann natürlich das Hauptmerkmal von Army. Auch hier könnt ihr jetzt schön sehen, das Griffstück weiterhin richtig schön gestippelt. Das fühlt sich einfach mega an von der Handhabung oder von der Haptik her. Einfach richtig schön, das gesamte Griffstück, wenn das Ganze eben gestippelt ist. Das kennt ihr wahrscheinlich bereits von Army. So, drehen wir uns die Sandwiper einmal um. Von der anderen Seite auch hier natürlich auf dem Verschluss oder auf dem Schlitten nochmal Marking, Terrain Tactical, einmal vorhanden und eben auch hier, wie vorhin schon kurz angesprochen, bei beiden Versionen, also bei der Sandwiper wie auch bei der Pitwiper, in der Bugatti Upgrade Version auch hier eben der erweiterte Verschlussfanghebel drauf. Wie gesagt, das ist nicht Standard, kennt ihr vielleicht bei manchen High Kappas, kommt man relativ bescheiden hin, je nachdem wie groß die Hand vielleicht ist. Hier mit diesem erweiterten kommt man da wunderbar einmal oben hin, um den Verschluss bzw. den Schlitten zu lösen. So, S-Stippling zieht sich ebenfalls im unteren Bereich ein bisschen weiter. Bedeutet, ihr seht hier einmal außenrum S-Stippling und sogar im unteren Bereich des Abzugsbügels ist das Ganze ebenfalls gestippelt. Und hier unten nochmal Markings drauf. Das zeige ich euch später bei den Komponenten nochmal im Detail. So, also hier sehr schön umgesetzt, muss ich sagen. Auch der gesamte Verschluss läuft tadellos, leichtgängig, flutscht, reibt nicht, hakt nicht, läuft einfach wunderbar ohne irgendwas. Gut, dass man so eine Backup hin und wieder mal nachschmieren sollte, muss jedem bekannt sein oder sollte jedem bekannt sein. Vielleicht ein wichtiger Punkt für Einsteiger noch.
Die Flügelsicherung bei einer High Kappa ist immer nur zu bedienen, wenn das Ganze repetiert ist, beziehungsweise wenn der Hammer oder der Hahn gespannt ist. Bedeutet, ihr braucht jetzt nicht anfangen, hier mit Gewalt rumzudrücken an der Sicherung, sonst macht ihr das Ganze kaputt. Bedeutet, das Ding muss einmal durchrepetiert sein, dass der Hammer oder eben der Hahn hinten ist, und erst dann könnt ihr die Sicherung betätigen und diese eben vom Schützen aus links wie auch rechts einmal vorhanden. Wie gesagt, hier aufpassen, es muss gespannt sein, ansonsten nicht mit Gewalt da rummachen und rumdrücken, ansonsten funktioniert das Ganze eben nicht und ihr macht es kaputt oder verbiegt die Sicherung. Ist eben bei jeder High Kappa so. So, das passt, und auch vielleicht auch hier anzusprechen, ihr habt es gerade schon gemerkt, die Sicherung wunderschön, klickt perfekt in die einzelnen Positionen. Das war früher noch bei den etwas älteren Varianten, glaube ich, war das nicht ganz so schön. Also ich erinnere mich, die allererste Combat Master von Army Armament war von der Flügelsicherung sehr schwammig oder sehr leicht. Bedeutet, wenn man dann ein kleines bisschen hingekommen ist, hat man das Ding sofort in die Sicherung reingestellt. Das ist natürlich jetzt schon bei mehreren Generationen oder schon vor mehreren Generationen einmal behoben worden und dementsprechend schön knackig einmal die Sicherung. So, zusätzlich habt ihr dann natürlich wie bei jeder High Kappa hinten weiterhin die Handballensicherung. Bedeutet, diese muss natürlich ebenfalls einmal reingedrückt werden, damit eben der Abzug lösen kann. Wenn ihr diese nicht mit reindrückt, funktioniert das ganze System nicht. Auch das ist Standard wie bei jeder High Kappa. So, den Rest schauen wir uns bei der Pit Viper an. Auch hier ein unheimlich schönes und elegantes Modell. Da werde ich heute vermutlich auch im Fazit einen Pluspunkt dafür geben. Denn gerade wenn man mal mehrere so Backups nebeneinander legt und ein bisschen vergleicht, ich weiß, es hört sich total schmalzig an, aber ich finde, die wirken einfach ein kleines bisschen so luxuriös. Also sie sehen einfach mega, mega hochwertig aus. Und wenn man mal vergleicht, was eine Originale kostet, dann dann gut Nacht, kann sich eh keiner leisten. Aber auch hier muss ich sagen, die Airsoft-Modelle wunderschön, sehr elegant nachgebildet und definitiv was für Sammler, für Spieler. Gute Dinger werden halt nicht lange so aussehen, ne? Ich meine, wenn ihr das Ding ein paar Mal holstert oder wenn es mal runterfliegt, na gut, dann habt ihr halt da vorne wahrscheinlich ein paar Macker und ein paar Schrammer drin. Muss man immer selbst entscheiden. Was mir jetzt bei der Pit Viper ebenfalls noch aufgefallen ist, es hat die Sand Viper nicht. Und zwar, wenn wir mal von oben drauf schauen, natürlich, ihr habt eben eure offene Visierung, bedeutet Korn im vorderen Bereich mit einem grünen, langgezogenen Lichtsammler. Bedeutet, das restliche Licht wird hier schön einmal rein oder strahlt rein und entsprechend könnt ihr dann besser zielen oder wenn es dunkel ist oder ein bisschen bewölkt ist. Wie gesagt, hilft euch so ein Lichtsammler. Dann die Kimme hinten ist eben vollständig einstellbar, also über die obere Schraube ganz normal in der Höhe einstellbar und über die seitliche Schraube ebenfalls in der Seite einstellbar. Also super umgesetzt, gute Kimme hinten drauf und wie vorhin auch schon angesprochen, ebenfalls im Lieferumfang bei der Pit Viper so eine RMR-Montageplatte ebenfalls vorhanden. Finde ich klasse. So, und worauf ich jetzt eigentlich eingehen wollte, wenn ihr nochmal kurz von oben drauf schaut, hier ganz fein und klein das TTI-Logo einmal eingraviert, also ultra fein, und das reflektiert. Also das ist, die inneren Stellen von dem Logo sind irgendwie glatt. Wie sie das hinbekommen haben, keine Ahnung. Sieht ultra schön aus. Wie gesagt, so ein ganz, ganz kleines Mini-TTI-Logo hinten drauf. Und hier seht ihr eben jetzt auch im Vergleich zur Sand Viper, die Pit Viper aufgrund des Korns natürlich hier vorne diesen Cut drin. Bedeutet, wenn wir das mal aufmachen, das ist übrigens meine Variante oder meine Version, dementsprechend ein bisschen gefettet hier vorne zur Sicherheit. Man seht ihr eben, dass ihr hier wie bei der Iceland Barrel Version eben hier oben diesen Cut im Schlitten oder im Verschluss drin habt, der dann jedes Mal, wenn ihr das Ding löst, hier vorne einmal reinfährt in diese Aussparung, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann ist bei der Pit Viper ist der Outer wie bei der Combat Master ebenfalls in so einem, ich nenne es einfach mal Bronze gehalten, bedeutet exakt gleicher Farbton wie bei der Combat Master.
und exakt identisch ebenfalls der Farbton hinten vom Hammer. Der ist wie gesagt Hammer und Outer sind bei der Sandviper schwarz, bei der Pitviper eben in diesem ja, Kupfer oder Bronze gehalten. So, was mir sehr gut gefällt, wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, es ist eben hier ein Fixed Outer, bedeutet, ihr habt hier so gut wie 0 Spiel irgendwie vorne drin, finde ich sehr schön. Und dadurch bekommt ihr auch gerade im Vergleich zur Combat Master hier oben keine Macken und keine Kratzer rein. Bedeutet hier oben am Patronenlager alles, was sichtbar ist, schleift und reibt euch nichts. Sieht also wunderschön aus, nur wenn man dann mal anfängt, ein paar Magazine durchzublasen, das zeige ich euch später nochmal kurz im Detail, dann sieht man hier innen drin, und das sieht man nur, wenn das Ganze repetiert ist, dann sieht man hier innen drin ein paar kleine Schleifspuren und entsprechend habe ich hier ein kleines bisschen Fett aufgetragen, innen drin am Outer. Wie gesagt, ist natürlich nur sichtbar, wenn das Ganze aufgezogen ist. Ansonsten sind diese Schleifspuren nicht sichtbar. Es sind auch wirklich nur Schleifspuren von der Beschichtung. Also hier ist kein Materialabrieb und ihr findet auch innen drin keine Aluspäne oder sowas. Also das ist nicht der Fall. Es schleift halt irgendwo ein kleines bisschen. So, ansonsten gut Pick-Rail unten oder die Rail, ja gut, vorhin schon angesprochen fürs X300. Ansonsten erweiterte, wie bei der Combat Master in der neueren Generation auch, eben diese erweiterte Magazinauswurfknopf hier seitlich dran und natürlich nicht ummontierbar. Also nur Magazinauswurf nur vom Schützen aus auf der linken Seite zu verwenden. So, und dann möchte ich mal noch ganz kurz über den Abzug sprechen. So, das lässt sich jetzt wieder total bescheiden zeigen. Ihr seht vielleicht hier unten in dem Abzug ist ein kleiner Gewindestift drin. Und über diesen kleinen Gewindestift hat Army Armament den Abzug bereits vorkonfiguriert. Bedeutet, der ist so knapp wie möglich über diesen Gewindestift bereits eingestellt und der Gewindestift ist auch mit Schraubensicherung gesichert, damit sich das Ganze nicht verstellt. So, und jetzt schaut euch mal ganz kurz an, machen wir mal das Magazin raus. Und jetzt schaut euch mal an, wie geil hier der Abzug einmal vorkonfiguriert ist. So, wie mache ich das jetzt? So müsst ihr das sehen können. Passt mal auf, jetzt sind wir am Druckpunkt. Seht ihr das? Ihr habt hier vielleicht 0,5 mm Luft im Abzug drin und dann kommt direkt der Druckpunkt. Und ab Druckpunkt vielleicht nochmal 2 mm und das Ding schlägt sofort ab. Und genauso kurz ist ebenfalls der Rückstellweg. Bedeutet, ich bin jetzt immer noch gedrückt. Ich lasse das Ganze vielleicht um 3 mm kommen, wenn überhaupt. Und bin hier schon wieder am Druckpunkt. Also ultra kurz und knapp und knackig vom Abzugsweg her eingestellt. Finde ich mega. Das Ding triggert sich einfach hervorragend. Also ebenfalls Abzug wirklich klasse. Und eben auch hier vielleicht noch mal kurz von der Seite anzuschauen, auch hier eben der erweiterte Verschlussfanghebel von Begadi direkt an der Pitviper dran verbaut. Gut, Magazintrichter unten muss man es ansprechen, ich glaube nicht, ist aus Alu gefertigt und hatten auch die anderen Modelle ebenfalls schon. Gut Leute, das soll es eigentlich im Allgemeinen schon gewesen sein. Ich denke, wir haben das meiste durchgesprochen. Gut, den CNC-Schlitten, den schauen wir uns später nochmal im demontierten Zustand im Detail an. Denn hier könnt ihr das Ganze natürlich nur von außen sehen. Und ja gut, was soll ich euch zu dem Schlitten sagen? Das ist CNC gefräst, ist aufpoliert und absolut mega geil und sexy. So Leute, und dann lasst uns ebenfalls im Detail heute noch ein kleines bisschen über das Gassystem selbst sprechen, denn auch hier muss ich später beim Magazin nochmal vielleicht einen Punkt ergänzen und auch später im Fazit noch einen Neutralpunkt ergänzen. Denn ihr habt es vielleicht jetzt mittlerweile mitbekommen, ich habe ja 4 Stück insgesamt da, also von jedem Modell 2 Stück, einmal meine, also die ich mir gekauft habe und einmal die jetzt fürs Review letztendlich. So, und dann muss ich feststellen, wenn jetzt die Magazine komplett neu sind, dann funktioniert das alles wirklich hervorragend. Wenn man aber jetzt, sage ich mal, 20, 22, 23 Magazine oder Füllungen rausgeschossen hat, dann bin ich der Meinung, dass der Gas Rotor am Magazin oben, also quasi die Gummidichtung hier oben, welche zur Nozzle abdichtet, dass die entweder ein bisschen nach unten gedrückt wird oder schon bereits ein bisschen abgerieben wird, nicht, aber sie dichtet nicht mehr so gut ab wie am Anfang noch. Es funktioniert immer noch super, aber wie gesagt, die Abdichtung war out of the box besser. Sprechen wir später nochmal drüber. Wie gesagt, werde ich euch nochmal einen Clip ergänzen.
So, dann seht ihr, ich habe jetzt hier mal 2 Magazine vorbereitet. Einmal die Sandwiper, Magazin gefüllt mit 0,25 Gramm BBs und dem Protech Gas. Bedeutet ganz normales Green Gas. Bisschen schwach, muss man sagen. Und einmal die Pit Viper gefüllt mit dem Noob Roll Red 3.0. Und ja, wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, die Backup oder das System macht natürlich mit einem höheren Gasdruck, also mit einem Red Gas, deutlich mehr Spaß, keine Frage. Aber der Verschleiß wird definitiv zunehmen. Also wie bei jeder Backup letztendlich. Bedeutet, ihr müsst immer für euch entscheiden, möchte ich mein Modell eher schonen, nehme ich ein normales Green Gas, gerade jetzt draußen, wenn es eben brutal heiß ist. Wenn es in den Herbst reingeht, ja, dann nehme ich halt ein Red Gas. Sagt ihr, ja nee, wenn das Ding mal ein bisschen verschleißt, ist mir eigentlich ziemlich egal, dann nehme ich halt immer ein Red Gas. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen, aber auch zu beachten, meistens geben die Shops keine Gewährleistung, wenn ihr in die Dinger irgendwie auf Dauer Red Gas oder Black Gas reinballert. Habe ich auch schon mal gelesen, also hier ein bisschen aufpassen. So, dann, wie gesagt, dann schauen wir uns das System jetzt einmal an. Fangen wir bei der Sandwiper an mit dem Protech Gas. 0,25 Gramm. So, läuft einwandfrei, aber was ihr vielleicht auch schon ein bisschen vielleicht wahrnehmen könnt, wie gesagt, es läuft super, aber gerade wenn man es mal vergleicht mit einer, ja, keine Ahnung, mit einer Glock von mir aus, mit einem Red Gas drin oder auch jetzt dann die Pit Viper mit Red Gas, da läuft das System einfach deutlich schneller. Ihr könnt auch schneller triggern, ihr merkt einfach, das System hat einfach mehr Druck drauf. Wie gesagt, funktioniert super, funktioniert wirklich klasse, können wir nicht schimpfen, ist in Ordnung, ganz normales Protech Gas. So, vergleichen wir das Ganze mal mit dem Noob Roll Red Gas in der Pit Viper. Auch hier 0,25 Gramm BBs. Ja, war ein bisschen überfüllt. So, und Feierabend. Und auch hier, wie gesagt, das Modell läuft einfach schneller. Der Schlitten bewegt sich schneller. Ihr könnt ein bisschen, ja, wie gesagt, ihr könnt einfach ein bisschen agiler sein damit. Wie gesagt, abwägen, was für euch wichtig ist. Modell ein bisschen schonen oder halt einfach maximale Performance. Jetzt habt ihr gerade gesehen, bei den ersten 2 Schüssen war wieder so ein bisschen Gasausdünstung vorhanden. Das hat man eben immer, wenn man die Magazine zu lange befüllt. Bedeutet, wenn da jetzt länger wie, sage ich mal, 5 bis 6 Sekunden die Gasflasche draufhaltet und ihr haut dann die ersten 2 Schüsse raus, dann kann es passieren, dass ein bisschen Flüssiggas noch mitkommt. Das legt sich dann, sobald ihr hier oben so eine kleine Gasblase quasi drin habt und nicht bis Flüssiggas komplett gefüllt habt. Aber wie gesagt, mit dem Red Gas läuft das Ding ebenfalls sehr, sehr gut und macht meiner Meinung nach auch deutlich mehr Spaß, natürlich. So, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, Effizienz hatten wir vorhin schon. Das ist wirklich klasse. Und jetzt mache ich euch persönlich nochmal eine kleine Aufnahme zum Thema Gas Rotor. Dann lasst uns heute ebenfalls über das Thema Magazin sprechen und leider nicht Kompatibilität, denn ich besitze keine WE mehr und auch keine KJW mehr. Bedeutet, ich weiß jetzt nicht, funktioniert ein WE-Magazin vielleicht, funktioniert ein KJW-Magazin. Wie gesagt, kann ich leider nicht mehr testen. Im Allgemeinen habe ich euch aber des Öfteren auch schon mal gesagt, rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind eigentlich diese Army Armament High-Cover-Magazine ja eigentlich unschlagbar. Bedeutet, ihr bekommt hier ein 28 Schuss High-Cover-Magazin für gerade einmal 29 € und ihr habt eben auch dieses Edelstahl-Begati-Ventil da hinten drin, was eben ein bisschen effizienter ist wie die Standardventile und eben nicht aus Messing, sondern komplett aus Edelstahl gefertigt. Also das finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich das einfach klasse. Und auch eben, wie vorhin auch schon angesprochen, die Lippe oben jetzt nicht mehr aus ABS-Kunststoff, sondern schon des Längeren, das war auch bei der letzten Generation, glaube ich, schon der Fall, aus Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil. Bedeutet, die hält euch einfach problemlos stand. Sollte euch das Magazin doch mal irgendwie rausrutschen aus der Pouch oder mal runterfallen und die Lippe abbrechen, ja gut, ihr habt im Lieferumfang ebenfalls nochmal eine dazu enthalten als zum Austauschen.
Finde ich also klasse. Auch Bodendichtung, wie gesagt, die Platte ist dabei. Vorhin alles im Lieferumfang mit euch schon einmal durchgegangen, finde ich einfach super. Also hier, wie gesagt, 28 Schuss, ganz normales High-Cover-Magazin für gerade mal 920 €. Einmal ein Pfiffi. Vom Fitting her muss man sagen, es hat minimalst ein kleines bisschen, ach seht ihr, da steckt sogar das Originalmagazin noch drin. Ich habe übrigens 4 Stück, gell? Ich habe dann nochmal eine rumliegen, nur so nebenbei. Hier muss man ganz kurz vielleicht noch ansprechen, es hat ein ganz kleines bisschen Spiel, auch im geschlossenen Zustand. Minimalst, vielleicht 0,2 mm, 0,3 mm Luft, aber es droppt euch ohne Probleme. Es geht, es hakt nicht, es reibt nicht und ihr könnt natürlich über den Magazintrichter unten das Magazin total kreuz, quer und krumm einlegen. Das rutscht einfach immer sauber einmal rein. Also wie gesagt, die Magazine sind, das kann ich gleich drin lassen, die Magazine sind einfach klasse. So, jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Punkt, wenn ihr die Bodenplatte, wie gesagt, die Bodenplatte ist eben, hat eine andere Farbe, habt ihr aber ebenfalls als Ersatz enthalten. Bedeutet, braucht ihr jetzt ein Magazin auf Ersatz und findet jetzt diese TTI-Magazine nicht zum Nachkaufen, dann könnt ihr euch ein ganz normales R601 Magazin kaufen, also High Cover, und dann tauscht ihr einfach die Bodenplatte aus. Fertig, dann habt ihr ein TTI-Magazin. So, und dann möchte ich noch ansprechen, ich habe auch schon gesehen, habe ich mir aber keins gekauft, es gibt auch noch ein Long Mag. Bedeutet, wenn ihr einfach mal in der Halle Backup-Only rocken wollt, ja, dann kauft ihr euch zum Beispiel ein 40-Schuss-Magazin, Gasmagazin für, 44 Schuss für 40 €, glaube ich, war das. Oder andersrum? Ich weiß es nicht mehr. Also so in einem Dreh ungefähr. Ungefähr 40 Schuss, ungefähr 40 € so in einem Dreh. Dann habt ihr halt so ein Long Mag für die High Cover und dann könnt ihr halt in der Halle rocken. Von mir aus auch Akimbo, wenn es bockt. Wie gesagt, hier ebenfalls ein langes Magazin, ebenfalls für einen relativ guten Preis, muss man sagen, verfügbar. So Leute, und jetzt muss ich leider noch mal einen kleinen Clip hinterher schieben und auch das werde ich später im Fazit, auch wenn es eigentlich schon alles fertig ist, werde ich euch noch mal ergänzen. Bedeutet, ich werde noch einen Neutralpunkt geben und zwar auf das Thema Gas Rotor bzw. Dichtung zwischen dem Magazin und der Nozzle. Habt ihr vielleicht vorhin schon mitbekommen, wo ich über das Gassystem gesprochen habe? Wenn die Magazine komplett neu sind, dann laufen die wirklich brachial. Ihr habt keine Gasclouds, ihr habt kein Spritzen, gar nichts. Wenn ihr aber dann mal 20, 22 oder 25 Magazine durch habt, dann ändert sich das Ganze. Bedeutet, es kann passieren, dass auf einmal die Backup ein bisschen anfängt, wenn man schneller zu triggert, dass sie einfach anfängt, so ganz leicht ein bisschen zu sabbern. So, und jetzt da möchte ich das Ganze mal vergleichen. Bedeutet jetzt hier zum Beispiel, das nehmen wir mal auf die Seite, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wenn wir uns jetzt diese beiden Magazine mal anschauen, das sind beides die Sandviper Magazine und jetzt ist das eine Magazin, hat jetzt gerade mal circa 2 Füllungen durch, also so circa 60 Schuss und das andere hat eben schon jetzt mittlerweile 23 komplette Füllungen durch. So, und jetzt vergleicht mal die Höhe des Rotors. Bedeutet, hier seht ihr, bei dem, wo es noch relativ neu ist, sitzt der Rotor noch minimalst. Das sind vielleicht 0,2 mm etwas höher im Vergleich zu dem Magazin, was jetzt schon öfters geschossen wurde. Das sieht man auch hier hinten. Bedeutet, der Rotor ist hier hinten schon fast einmal plan oder bündig. Hier hinten drauf hat man noch so eine kleine Kante. Ich bin der Meinung, dass es den Rotor auf Dauer ein bisschen reindrückt und ihr dadurch keine 100%ige Abdichtung mehr zwischen Nozzle und dem Rotor hinbekommt. Natürlich, der Gasdruck drückt den Rotor so oder so ein kleines bisschen nach oben, keine Frage. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wenn der eben ein bisschen runter ist, dass dann die Abdichtung nicht mehr ganz so geil ist wie out of the box. Ich habe das Ganze jetzt eben mal gegenkontrolliert. Ich hatte noch einen Rotor rumliegen von der KJW. Bedeutet, das wäre dann hier einmal dieses Magazin hier. So, und da habe ich jetzt eben einen KJW High Cover Rotor einfach reingestopft. Und auch hier seht ihr, der liegt ein kleines bisschen höher und ist sogar vom Material her ein kleines bisschen härter im Vergleich zu dem Original Army Armament Rotor. Bedeutet letztendlich für euch, ich würde einfach davon ausgehen, oder ich würde einfach mal so festhalten, ich gebe einen Neutralpunkt auf den Gas Rotor.
wenn ihr irgendwann mal Probleme haben solltet, wie gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ist es jetzt bei jedem Magazin, mir ist es halt jetzt gerade per Zufall, bei dem einen Sandwiper Magazin ist es mir halt jetzt aufgefallen. Aber sollte es irgendwie mal zu Probleme kommen, dass die Backup anfängt zu spritzen und vielleicht die Gaseffizienz stark abfällt, dann kontrolliert mal, ob euer Rotor eben auch sehr tief in dem Magazin drin sitzt. Wie gesagt, hier jetzt einfach mal zum Vergleich das stark gebrauchte Magazin. Wie gesagt, hier Kante sehr, sehr flach, sehr tief drin. Hier bei KJW steht er noch ein bisschen weiter raus. Sollte es ein Problem sein, wäre das meiner Meinung nach so die einzige Tuning-Option, die man an diesen Modellen noch vollziehen kann. Bedeutet, wenn ihr noch irgendwas tunen möchtet, besorgt euch irgendwelche High-Kappa Gas Rotor, entweder von KJW, wie gesagt, die sind ein kleines bisschen härter, oder von Leylex oder von Garder oder von Marui oder whatever. Die sind im Regelfall alle ganz normal High-Kappa kompatibel. Also auch Army hat stinknormale High-Kappa Rotor und ihr seht ja, ist auch zu KJW problemlos kompatibel. Also hier eine kleine Ergänzung in diesem Video. Machen wir nun anschließend weiter mit den einzelnen Bauteilen. Schauen wir uns alles von der Pit Viper einmal im Detail an. Und dieses ist, oder alle Internals und Bauteile sind natürlich zu der Sandviper 1:1 identisch. Bedeutet, was letztendlich die Qualität angeht, was die Internals betrifft, was die Abzugsgruppe angeht. Es ist letztendlich wirklich von der Qualität 1:1 exakt identisch. Nur, dass eben die Sandviper hier und da mal eine andere Beschichtung oder eine andere Farbe hat. Ansonsten, wie gesagt, schenken sich diese beiden Backups nicht. Und dementsprechend schauen wir uns einfach das Modell jetzt im demontierten Zustand an, welches am meisten BBs bis jetzt durch hat. Und das ist eben die Testvariante von der Pit Viper. Und die hat bei mir jetzt circa 20 Magazine gesehen. Und dementsprechend können wir auch ein kleines bisschen auf Verschleiß und Abrieb entsprechend eingehen. Fangen wir hier aber zunächst einmal beim Hauptpunkt an und absolutes Highlight meiner Meinung nach, das ist die Qualität der Verschlüsse oder von diesem Schlitten von der Pit Viper und von der Sandviper. Dass die Qualität von außen mega gut ist, habe ich euch vorhin schon gezeigt mit dieser Politur und alles sauber und geil gefräst, CNC gefertigt. So, und jetzt bin ich ja fast aus allen Wolken gefallen, denn wenn ihr mal den Schlitten umdreht oder den Verschluss und mal da hinten reinlunzt, da hinten, wo das Nozzle Housing drin sitzt, ist auch alles rausgefräst worden. Bedeutet hier hinten nirgendwo ansatzweise eine 90-Grad-Kante, dass es irgendwie aus der Gussform rauskommt, sondern es ist alles komplett mit Radien gefertigt. Und das sagt mir, dass das Ganze hier eben alles komplett rausgefräst wurde. Wäre es aus der Gussform, hätte man hier hinten eine scharfe Kante, hier unten eine scharfe Kante, hat man aber nicht. Bedeutet, der ganze Schlitten ist hinten ebenfalls vollständig CNC gefräst worden. Und dementsprechend bin ich eben auch so gehypt heute. Für 249 € so einen Schlitten. Wo bekommt man denn sowas? Wenn ihr mal rumschaut, ihr zahlt teilweise schon allein nur 200 nur für so einen CNC gefrästen Schlitten bei anderen Herstellern. Oder halt Boomarms oder sowas. Also Hut ab, wirklich qualitativ Hammer. Ich bin immer noch absolut geflasht davon. Also das ist mir wirklich mega, auch im oberen Bereich, wirklich klasse, schön gefertigt alles, Passgenauigkeit, tipptopp und halt die Markings natürlich drauf, ne? Also das ist super. Auch das Housing selbst sitzt natürlich hier hinten in der Fräsung perfekt drin und sogar ein kleines bisschen Press, bedeutet, ihr müsst dann ein kleines bisschen reindrücken, dass es komplett sauber unten sitzt. Und dann hat aber das gesamte Nozzle Housing hier hinten drin gar kein Spiel mehr. Also ihr könnt da nicht irgendwie das ganze Housing da innen drin irgendwie hin und her schieben oder so. Nix, das sitzt einfach 100% passgenau drin. So muss es sein. Auch zum Entfernen am besten ein bisschen klopfen, damit ihr es eben wieder rausbekommt. Also qualitativ hier schon mal wirklich tipptopp. So, und jetzt ein Punkt, den würde ich euch fast bei beiden Modellen empfehlen. Ihr seht, ich habe natürlich alles vorher gereinigt. Bedeutet, die Backups kommen standardmäßig wirklich hervorragend geschmiert und gefettet. Aber teilweise habt ihr halt dann den ganzen Schmodder irgendwo drin hängen. Dementsprechend für die Videoaufnahmen das ganze Fett ein bisschen rausgeputzt, damit es einfach nicht ganz so schlimm aussieht. Und wie gesagt, hier innen drin normalerweise alles gefettet. Und dann möchte ich euch aber noch einen Punkt geben, was ich persönlich schmieren würde.
Und zwar, wenn ihr euch mal den Outer anschaut von der Pit Viper, dann fährt der ja quasi, der hängt fest drin und fährt hier vorne, wie bei der Iceland Barrel Version, immer hier vorne in diesen Versatz, nenne ich es jetzt einfach mal, wo das Korn drauf ist, fährt das Ganze hier vorne rein. Und hier würde ich euch empfehlen, ebenfalls hier vorne ein kleines bisschen Fett aufzubringen. Ich weiß, Fett zieht wieder Dreckpartikel an, es wird auf Dauer schmanzig werden, aber dadurch vermeidet ihr einfach, dass es irgendwie zum Scheuern oder zum Reiben anfängt hier oben. Wie gesagt, hier würde ich unbedingt ein kleines bisschen außenrum, bisschen die Flächen, einfach ein bisschen Fett auftragen, damit eben hier kein Abrieb auf Dauer entstehen kann. Denn wie gesagt, das prügelt halt oder das fährt halt jedes Mal da vorne über die Flächen drüber letztendlich. Kleines bisschen Luft hat man zwar, wie gesagt, aber das ist so minimal, es ist vielleicht 0,15, maximal 0,2, ist schon von der Toleranz her sehr eng oder sehr passgenau gefertigt. Dementsprechend, wie gesagt, ich persönlich werde meine definitiv etwas schmieren. So, dann schauen wir uns gleich mal den Outer an, denn hier kam es auch bei Army immer wieder zu ein bisschen Abrieb. Muss man aber auch sagen, das passiert bei anderen Backups letztendlich genauso, dass man das Patronenlager oben ein bisschen scheuert, ein bisschen reibt und dadurch halt die Farbe oder die Beschichtung ein bisschen runtergeht. Das ist jetzt aufgrund dieses Fixed Outer, nenne ich es jetzt einfach mal, deutlich besser. Bedeutet, die einzige Abriebspur, die man noch sieht, ist letztendlich hier. Bedeutet, gegenüberliegend vom Auswurf hier innen drin, seht ihr, da schleift es ein kleines bisschen. Bedeutet, auch hier könnte man vielleicht ein bisschen Fett aufpinseln, aber das sieht man natürlich im eingebauten Zustand nicht. Bedeutet, auch wenn der Outer dann später da drin sitzt oder das ganze System, das ist eben genau die Seite, die abgedeckt wird. Also ihr seht hier keine Kratzer, auch hier oben am Patronenlager, da es eben nicht irgendwie aushakt und runterfährt oder irgendwie rumwackelt oder so. Nix, es sieht einfach immer noch wirklich super aus. Also da muss ich sagen, da waren, was die Beschichtung angeht oder was das Kratzempfinden angeht, waren die letzten Army-Modelle da noch ein bisschen nicht schlechter, aber halt durchschnittlicher, sage ich einfach mal. Bedeutet, da hat man einfach, keine Ahnung, nach 10 Magazinen hat man hier oben mal einen Kratzer drin gehabt oder da vorne mal einen Kratzer drin gehabt. Das ergibt sich einfach, das ist Standard. Und wie gesagt, hier ist das Ganze aufgrund des Fixed Outers etwas besser. Wenn ihr dann hier vorne reinschaut bei diesem Kompensator, wo das Korn oben mit drauf hängt, da habt ihr da innen drin eine fette Stahlschraube und die könnt ihr mit einem 8er, ich glaube ein 8 mm Inbus oder ein 10er Inbus, könnt ihr hier vorne quasi durchs Gewinde rein und könnt hier vorne diese fette Schraube einmal lösen. Bedeutet, der gesamte Kompensator ist auf dem Outer aufgeschraubt. Wenn ihr also den mal irgendwie nachrichten wollt von der Drehung her oder reinigen wollt oder so, am besten den Schraubstock einspannen, aber halt schon Backen verwenden. Ansonsten vermackt ihr hier die ganze polierte Fläche oder halt irgendwie ein Tuch verwenden, damit er keine Macken da reinmacht. Dann mit dem Inbus rein, öffnen die Schraube und dann könnt ihr das Ganze einfach abziehen oder eben neu ausrichten, falls es krumm sein sollte oder sowas. Wie gesagt, der Kompensator ist hier fest mit dem Outer einmal verschraubt mit einer großen fetten Stahlschraube hier innen vorne drin. Okay, Korn sitzt einwandfrei einmal drauf, können wir auch nicht meckern. Und natürlich hinten die Kimme, wie vorhin schon gesehen, natürlich voll einstellbar. Dann möchte ich euch auch heute wieder kurz im Detail das Griffstück zeigen. Natürlich ist es von der Form und von der Bauart Standard High-Kappa-Griffstück, aber auch hier wieder, wie vorhin schon angesprochen, komplett gestippelt. Bedeutet auch hier unten am Abzugsbügel entlang komplettes Stippling aufgebracht und natürlich gesamte Griffschale ebenfalls komplett gestippelt. Und das ist so, ich finde immer bei Army oder bei Army Armament ist es so immer ein bisschen ein Highlight. Das Ding fühlt sich einfach von der Haptik mega schön an. Hier seht ihr auch eben die gebrauchte Variante. Wie gesagt, das seht ihr auch, das Ding hat wirklich ein bisschen was mitmachen müssen, wenn man da mal vergleicht mit der neuen Version oder von meiner. Da habt ihr natürlich diese
Ja, diese Gebrauchsspuren hier noch nicht vorhanden. Aber wie gesagt, hier wirklich klasse, schön erweiterter Magazinauswurf und eben so ganz Kleinigkeiten, was ihr hier im Detail noch sehen könnt, dass sogar auf dem blöden kleinen Magazinauswurf oder Halter das CTI-Logo drauf ist. Ganz fein eingraviert bzw. eingelasert. Also richtig schön gemacht, muss ich sagen. Und hier vielleicht noch mal ganz kurz, wie vorhin schon angesprochen, hier habt ihr zwar diesen Gewindestift drin für den zum Einstellen des Abzugswegs, der ist aber seitens Army oder Out of the Box bereits eingestellt, so kurz wie möglich. Habt ihr vorhin schon gesehen, also hier nicht irgendwie dran rumdrehen, denn auch der Gewindestift ist bereits gesichert mit Schraubensicherung. Also nicht mit Gewalt herumdrehen, braucht ihr nicht. Abzug ist bereits sehr knapp eingestellt. Kommen wir anschließend einmal zum Frame. Auch das ist Standard High Kappa, würde ich sagen. Bedeutet auch hier so eine Zink-Aluminium-Legierung, wie letztendlich bei fast jeder High Kappa. Also ob ihr euch da eine WE kauft, eine AW kauft, eine KJW kauft, das ist wurscht. Das Zeug ist alles immer aus einem exakt identischen Material. Von der Qualität her super, können wir gar nicht maulen. Formverfahren hergestellt, klasse, keine unsauberen Stellen oder sowas. Passgenauigkeit tipptopp. Und jetzt eben auch neu bei der Sandwiper und bei der Pitwiper, dass man hier unten an der Rail eigentlich nochmal was eingraviert hat. Und zwar Terrain Tactical Innovations. Das ist jetzt die Pitwiper Simi Valley CA USA. Also hier nochmal ein Marking hinzugefügt bzw. eingeprägt. Das war bei der alten Combat Master eben nicht der Fall. Auch hier von der Seite, wenn wir kurz drauf schauen, habt ihr vorhin schon gesehen, TTI-Logo schön fein eingeprägt, die Seriennummer hier unten schön eingeprägt, SF relativ klein und dezent aufgebracht. Auch die Position finde ich in Ordnung, ist sofort ersichtlich, ist nicht zu groß, passt soweit. Und wenn wir es dann mal umdrehen, auf der Seite haben wir noch ebenfalls nochmal die hauseigene Seriennummer von Army Armament müsste das hier sein. Und hinten eben dann die Aufnahme für das neue Abzugssystem. So, und wenn ich von neuen Abzugssystem spreche, meine ich exakt das gleiche Abzugssystem, wie wir bereits uns angeschaut haben in der TTI Combat Master Version 2022 war das, glaube ich, oder 23 und eben diese neuen Army Witcher und Archer. Bedeutet auch hier in der Pitwiper und in der Sandwiper ist auch das komplette Abzugssystem aus Stahl drin verbaut und nicht mehr aus Zinkguss. Hier kann ich euch aber nicht zu 100% genau sagen, ob das bei der günstigen Version ebenfalls der Fall ist. Also hier auf jeden Fall bei dieser CNC oder gar die Upgrade-Version das gesamte Abzugssystem komplett, also jedes einzelne Bauteil aus Stahl gefertigt. Ich meine, bei der günstigeren Version habt ihr eine Kombination oder eine Mischkombination aus Stahl und Zinkguss. Wie gesagt, irgendwo muss ja der Preis herkommen. So, also hier alle Bauteile, egal ob wir uns jetzt hier einmal den Trigger Sear uns anschauen, komplett aus Stahl gefertigt, ebenfalls natürlich der Sear komplett aus Stahl gefertigt, ebenfalls der Führungsbolzen komplett aus Stahl, der kleine Firing Pin komplett aus Stahl und sogar der Hammer, dachte ich eigentlich nicht, denn wenn man sich das Ganze so anschaut, der ist irgendwie halt beschichtet von der Farbe her, aber auch der ist komplett aus Stahl gefertigt. Also ein schöner, fetter Stahlhammer einmal drin. Finde ich sehr gut, denn wenn ihr diese Hammer kennt, die hier hinten so dünn werden oder so arg ausgespart sind, wenn die aus Zink sind, kann das schnell passieren, dass die euch brechen oder aufplatzen. Das kann euch bei Stahl natürlich nicht passieren. Also hier weiterhin alle Bauteile komplett aus Stahl, auch hier seitlich der kleine Locker hier drin, ebenfalls natürlich komplett aus Stahl gefertigt. Hier möchte ich noch eine kleine Information ergänzen. Und zwar folgender Punkt. Ich habe euch bei der Combat Master, wie gesagt, Combat Master Upgrade Serie und auch bei dieser Archer oder bei dieser Witcher habe ich euch angesprochen. Dieses Stahlabzugssystem müsste auch in die alten Modelle reinpassen. Ist ja auch Army Armament. Ja, ich habe mir natürlich auch das Stahlkit bestellt für meine alte Combat Master, musste dann aber feststellen, das Ganze ist leider nicht kompatibel. Denn euch fehlt dieser beim Sear, bei diesem neuen Stahl-Sear, habt ihr hier eben diesen Bolzen aus Stahl drin. Und der fehlt einfach bei der alten Variante. Und dementsprechend könnt ihr das neue Stahlkit nicht in die alten High Kappas oder in die alten TTIs reinbauen. Fand ich ein bisschen schade, aber gut, halt ein bisschen Lehrgeld bezahlt.
Also hier, wie gesagt, super, auch vom Verschleiß her natürlich. Ich meine, es ist Stahl. Hier oben, wo das Housing drüber läuft, sieht man überhaupt nichts. Auch am Sear natürlich an der Spitze vorne, wo er arretiert, sieht man gar nichts, null. Der Firing Pin natürlich auch absolut nicht platt vorne, keine starke Aufprallfläche oder sowas sichtbar, einwandfrei. Und beim Hammer natürlich auch nur letztendlich die Oberfläche, wo das Ganze halt reibt und scheuert und arbeitet. Hier sieht man letztendlich nur, dass die Farbe ein bisschen weggeht. Bedeutet hier, wo das Housing drüber läuft und hier, wo das Ganze dann einmal arretiert. Wie gesagt, da ist letztendlich nur die Farbe weg, aber vom Material selbstverständlich noch absolut nichts irgendwie verschlissen. Auch wenn man hier mit dem Finger drüber fährt oder mit dem Fingernagel, es ist komplett glatt. Also es wird nicht irgendwie rau und schleift sich irgendwie ein. Das ist hier nicht der Fall. Also das ist vollkommen in Ordnung, muss man aber auch sagen, natürlich für den Preis, gut, was heißt für den Preis? Ich meine, die Maxim 9 hat letzte Woche 300, was hat die kostet? 313 €. Aber ich würde dennoch fast behaupten, für den Preis von 250 € kann man eigentlich auch erwarten, dass das Abzugssystem einmal aus Stahl ist komplett. Und da kann ich euch leider nicht, jetzt gehe ich jetzt rein, jetzt da. Und da kann ich euch leider nicht sagen, falls jetzt jemand sich fragt, ja, ist dann zum Beispiel bei der WE oder bei der AW-Version, ist da auch die ganze Abzugsgruppe aus Stahl? Das weiß ich nicht, hatte ich noch nicht. Dementsprechend, falls sich jemand von euch irgendwie die WE-Version gekauft hat von der Combat Master oder von der Pit Viper oder sowas, gerne mal Rücksprache geben, mal mit Magneten durchprüfen, ob da die Abzugseinheit auch komplett oder Abzugsgruppe auch komplett aus Stahl wäre. Das würde mich mal interessieren. Ich gehe aber schon davon aus, denn wenn ihr überlegt, das Ding kostet 280, ist also nochmal 30 € teurer, bietet aber deutlich weniger wie jetzt diese Army-Modelle. Aber wie gesagt, interessieren würde es mich definitiv. So, und natürlich, hier hinten übrigens, da könnt ihr immer ein kleines bisschen schmieren und fetten natürlich, aber es ist out of the box von Army schon schön, schön erledigt und ihr müsst hier nicht irgendwie jetzt anfangen, direkt out of the box gleich irgendwie hier Fett reinzuschmieren. Also das passt. Und natürlich auch von der Passgenauigkeit läuft richtig schön leichtgängig, wunderbar. Und hier keine Probleme, dass irgendwas kratzt, reibt oder hakt. Also Passgenauigkeit tipptopp, muss man sagen. Beim Nozzle Housing, bei der Nozzle selbst wie auch beim Piston Head hat sich im Vergleich zur aktuellen Generation der Combat Master wie auch zu diesen anderen getunten High-Kappa-Modellen, diese Witcher und diese Archer, nichts geändert, ist aber weiterhin eigentlich perfekt. Bedeutet, da bekommt er auch bei anderen Herstellern nichts Besseres, muss man sagen. Das Housing natürlich, es ist ein Standard-Zink-Housing, wie bei jedem anderen Hersteller auch und nicht aus Alu gefertigt. Daher wir aus dem Ding aber bis zu 103 Schuss rausbekommen. Von der Effizienz macht sich das nicht wirklich bemerkbar, denn wie vorhin schon angesprochen, der gesamte Verschluss oben ist aus Alu CNC gefräst, ultra leicht und da macht jetzt das bisschen Zink-Housing da hinten in Bock auch nicht mehr fett. Bedeutet, wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt euch da irgendwie ein Garde-Housing reinstopfen aus Alu, wie gesagt, dann bekommt ihr halt nochmal 3-4 Schuss mehr raus. Muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Vor allem dann aufpassen, hier jetzt eben Zink und Zink ist einfach von der Oberfläche natürlich härter wie Aluminium. Und ihr müsst überlegen, ihr steuert das Ganze unten mit Stahl an. Ihr habt den Stahlhammer, ihr habt seitlich den Trigger hier komplett aus Stahl, auf der anderen Seite drüben den Locker komplett aus Stahl, die hier in den Führungen laufen. Und da seht ihr natürlich auch beim Zink geht hier die Oberfläche bzw. diese schwarze Beschichtung, die geht hier ein bisschen weg, aber es reibt euch kein Material weg. Bedeutet, wenn ich mit dem Fingernagel hier drüber fahre, dann ist es immer noch eine saubere Fläche und kein Material irgendwie abgerieben. Würdet ihr da Aluminium nehmen und euch reibt es dann die Beschichtung runter, dann reibt ihr mit dem Stahl übers Alu drüber und dann wird sich das Alu einfach abarbeiten bzw. abschleifen. Und da ist einfach Zink besser, da es von der Oberfläche einfach härter ist. Also hat auch einen gewissen Vorteil, muss man sagen. Und wie gesagt, hier diese Schleifspuren, natürlich, wir fahren unten mit Stahl dagegen. Es ist aber letztendlich nur der Lack und kein Material. Also ihr habt nirgendwo Späne oder sowas, sondern das ist wirklich nur ein bisschen der Lack letztendlich angeschliffen. Das ist so gut wie bei eigentlich jeder Backup der Fall, wenn man da mal einige Magazine rausgehauen hat. Passgenauigkeit hinten im Verschluss drin, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Perfekt, nicht mal ein Zehntel Luft. Und hier oben, vielleicht können wir noch kurz ansprechen,
Da müsst ihr immer aufpassen, die High-Kappa Nozzle Housings weichen hier oben von den Bohrungen und von den Gewinde immer sehr gerne ab. Also gerade auch wenn ihr ein anderes Modell habt von WE oder keine Ahnung, und ihr braucht mal Ersatz, achtet immer darauf, auch Marui ganz wichtig, achtet immer darauf, wie euer Housing hier oben aufgebaut ist, von der Befestigung, von der Kimme hinten. Denn das macht jeder Hersteller, macht das immer ein kleines bisschen anders. So, die Nozzle ist weiterhin wie bei der aktuellen Generation eine Polyamid-Nozzle, bedeutet PA66 mit geschätzt vielleicht 30% Glasfaseranteil, ist relativ hart, muss ich sagen, aber auch mit Black Gas habe ich es nicht fertig bekommen, irgendwie, dass so eine Nozzle mal aufplatzt. Bedeutet auch in meiner Witcher benutze ich eigentlich kontinuierlich Red Gas und die Nozzle hält einfach problemlos. Bedeutet, wo man früher bei Army, teilweise noch bei den ersten Modellen, R601 und damals die allererste R17, glaube ich auch, da hatte man teilweise noch Nozzlen drin aus ABS-Plastik. Und hier also jetzt bei den schon etwas länger her, aber bei den ganzen aktuellen Modellen, die man kaufen kann, eben eine sehr, sehr gute und verstärkte Polyamid-Nozzle einmal installiert. Und das Ganze natürlich auch zum Standard NPAS kompatibel, bedeutet die kleine Schraube da oben rausballern, einmal Inner Valve rausziehen und dann könnt ihr auch problemlos hier innen drin ein NPAS verwenden und das Ding von mir aus runterdrosseln auf, keine Ahnung, 0,6, 0,7, je nachdem, was für ein Gas ihr halt dann verwendet in Kombination von dem NPAS. So, das ist aber, glaube ich, die Nozzle ist mittlerweile Standard und hat man letztendlich dann auch bei der günstigeren Variante ebenfalls drin verbaut. Nur dann eben ein Bauteil, was ihr auch schon kennt, was aber wieder ganz speziell bei Begadi ist einmal dieser sehr, sehr geile Piston-Head, den Begadi hier drin verbaut, auch wieder aus Aluminium mit Ventilation. Und das habe ich euch bei den anderen Modellen auch schon angesprochen. Ich finde diese Piston-Heads, finde ich einfach saumäßig geil. Erstens mal natürlich aufgrund der Ventilation, der Gummi dehnt sich ein bisschen aus, er dichtet immer ab, egal ob er kalt ist, ob er warm ist oder whatever, dichtet immer sauber ab und vor allem der große Vorteil, wenn jetzt mal der Gummi oder der O-Ring verschlissen sein sollte oder eben zu rau wird oder zu spröde irgendwann mal nach 2 Jahren, ja, dann macht ihr einfach den blöden kleinen O-Ring runter, zieht euch einen neuen drauf, installiert es wieder, fertig. Ihr braucht hier also keinen speziellen Piston-Head, keine besondere Dichtung, weil sie irgendwie besonders geformt ist. Nein, einfach einen billigen O-Ring für 10 Cent wieder drauf installieren. So, also das finde ich schon mal geil. Und wenn wir jetzt gerade schon bei dem O-Ring sind, ihr habt es im Lieferumfang vielleicht schon mitbekommen, auch hier legt Begadi wieder diesen etwas härteren O-Ring mit dazu. Bedeutet, hier müsste geschätzt vielleicht ein ganz normaler O-Ring drauf sein. Was haben die, so 60 Shore, glaube ich. Und hier habt ihr eben noch einen harten drin mit 90 Shore. Der soll normalerweise für hohe Temperaturen sein oder halt für ein starkes Gas. Habe ich aber bis jetzt noch nie Probleme mit dem Original gehabt. Bedeutet, auch wenn ich mal ein Black Gas rein habe und das Ding mit knapp 1,2 Joule geschossen habe, hat der weiche O-Ring dennoch problemlos funktioniert. Also wie gesagt, behaltet ihn mal, packt ihn irgendwie in die Verpackung mit rein oder sowas. Wenn der mal einen härteren braucht, okay, ist halt einer dabei. Aber wie gesagt, im Regelfall läuft der Original oder der Original installierte eigentlich mit jeder Temperatur und mit jeder Garsorte. Bevor wir uns dann gleich Lauf- und Hop-Up anschauen, noch kurz ein paar Worte zum Schließsystem. Bedeutet einmal Schließfeder oder Recoil Spring und die Federstange sowie die vordere Führung dazu. Hier haben wir einen Materialmix, bedeutet, ja, diese vordere Federführung oder halt der vordere Zapfen da, der ist aus Aluminiumguss gefertigt, also sehr, sehr leicht das Ganze. Und die Federstange wiederum ist dann aus Stahl. Dementsprechend, wie vorhin schon angesprochen, das Modell, ja, es hat halt ein bisschen sein Gewicht, muss man sagen. Also hier komplett aus Vollmaterial, Stahl gefertigt, die gesamte Federstange. Und was ich sehr schön finde, erstens mal der eine Punkt, ihr seht, das Ganze ist natürlich passend zum Verschluss vorne oder zu dem Kompensator. Bedeutet, das Ganze ist vorne in einem Winkel, beziehungsweise in so einem 45-Grad-Winkel. Und es passt im geschlossenen Zustand, passt es perfekt zusammen. Das erreicht Army dadurch, dass sie eben diesen vorderen Block hier richten sie hier oben aus, also links und rechts. Und dann seht ihr, die Federstange wird hier hinten ausgerichtet. Bedeutet, die ist jetzt nicht standardmäßig einfach nur rund, sondern die hat hier hinten einfach eine Fläche, damit sich die eben nicht verdrehen kann, wie bei einer Standard-High-Kappa.
Und was man dann eben hinten auch wieder hat, ist erstmal so eine kleine Unterlegscheibe oder so ein Washer und dahinter nochmal so ein Puffer-O-Ring oder so ein Puffergummi. Bedeutet, wenn dann der gesamte Verschluss oder Schlitten nach hinten knallt, dann wird das Ganze hier eben über den Gummi nochmal ein bisschen rausgepuffert, damit einfach die Belastung auf den Schlitten nicht zu groß ist. Die Schließfeder selbst oder die Recoil Spring habe ich euch vorhin schon angesprochen, die ist ausreichend stark, vielleicht sogar ein kleines bisschen zu stark. Finde ich aber gut, denn wie gesagt, das System arbeitet dadurch einfach unheimlich schnell und wer halt ein bisschen zu schwaches Gas verwendet, irgend so ein Standard, keine Ahnung, so ein Standardgas irgendwie, ja, der ist halt ein bisschen selber schuld, muss ich sagen. Also ich würde mindestens immer ein stinknormales Greengas verwenden, irgendwie so ein ProTech oder so. Und wer ein bisschen mehr Spaß haben möchte, der darf meiner Meinung nach gerne einmal zu Redgas greifen. Natürlich wird der Verschleiß minimals zunehmen, aber das Modell macht dadurch halt unheimlich viel Spaß. Lasst uns also abschließend über das Thema Lauf- und Hop-Up-System sprechen. Und hier gibt es letztendlich, glaube ich zumindest, nur ein kleines Update und das ist letztendlich der Innenlauf oder der Inner. Bedeutet, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, bei der Combat Master und bei den Witcher und Archer Highcuppers war, soweit ich weiß, ein Messinglauf drin mit 603. Glaube ich zumindest. Müsste ich selber nochmal nachgucken. Auf jeden Fall jetzt hier in der Pit Viper und in der Sand Viper ist auch wieder ein 6,03 mm Lauf verbaut. Also ein Tuninglauf mit einer Länge von 115 mm. Das ganze Standard GBB-System. Also ganz normal zu allen anderen GBB-Läufen kompatibel. Aber nicht aus Messing, sondern aus Aluminium mit einer Beschichtung. Das haben wir jetzt die letzte Zeit häufiger gesehen, dass viele Hersteller auf Aluminiumläufe gehen mit so einer schwarzen Beschichtung. So, in der Regel sage ich euch aber, dass so eine Beschichtung sehr gut ist und relativ kratzresistent ist. So war es zumindest bis jetzt immer der Fall. Hier muss ich aber sagen, ihr seht es auch hier vorne übrigens, wo der Lauf in diese Stahlmutter vorne reinläuft, da geht die Beschichtung ein bisschen ab. Und auch hier außen, wenn ich jetzt mal mit einer scharfen Kante anfange zu kratzen, auch dann seht ihr, dass ich in die Beschichtung Kratzer reinbekomme. Also hier ist diese Beschichtung deutlich weicher wie bei anderen Herstellern. Ich meine, bei ICS hatten wir das letzte Mal, glaube ich, bei dieser Daniel Defense. Da habe ich kratzen konnt, wie ich gewollt habe. Da habe ich keine Kratzer reinbekommen. So, hier außen ist es wurscht. Wie gesagt, wenn da Macken und Kratzer drin sind, wurscht. Wichtig ist aber natürlich der innere Bereich. So, und es sieht jetzt immer noch super aus. Bedeutet, wenn ihr hier hinten gerade unter der Patchfläche nimmt man normalerweise den größten Abrieb wahr von den BBs. Da seht ihr, da ist noch überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich habe durch das Ding bis jetzt vielleicht 20 Magazine durch. Lass mal 21 Magazine sein. Da passt es. Worauf ich aber jetzt hinaus möchte: Wenn ihr mal irgendwie Verunreinigungen an den BBs dran habt, irgendwelche kleinen Partikel, kleine Steinchen oder irgendwas, Sandkörnchen, dann werdet ihr diese Beschichtung auf Dauer gesehen irgendwann aufreiben. Bedeutet, ihr bekommt in das Innere lauter kleine, feine Kratzer rein. Das kann nach einem Jahr sein, das kann nach 2 Jahren sein, sei mal dahingestellt, je nachdem, in was für einer Umgebung ihr spielt. Ich möchte aber dennoch darauf hinweisen, dass es irgendwann nötig sein wird, den Innenlauf zu tauschen, 115 mm. Und dann würde ich eben direkt auf einen Edelstahllauf zurückgreifen. Denn der ist einfach vom Material, von der Oberfläche deutlich härter wie Messing oder wie das ganze beschichtete Aluminiumzeug. Also hier, wie gesagt, hätten sie vielleicht einen Edelstahllauf verbauen können. Das wäre natürlich super gewesen. Nee, wie gesagt, von Anfang oder ist in Ordnung. Ich würde es jetzt nicht kritisch ansprechen, aber man muss einfach damit rechnen, irgendwann ist er durch. Wie bei den meisten Läufen letztendlich. Bei der Hop-Up-Kammer hat sich dann nichts geändert. Es ist weiterhin eine Standard High-Kappa Hop-Up-Kammer drin verbaut mit dem Drehrädchen. Habt ihr vorhin schon einmal gesehen, das läuft über ein O-Ring. Dann verbaut Begati hier wieder ihr GBB 5 Bucking in 50 Shore. Also ein relativ weiches Bucking, aber mit einer sehr großen Patchfläche innen drin. Wenn man hier mal reinschaut, das würde ich schon fast, obwohl ein R-Hop nicht, aber das ist eine relativ große Patchfläche und ihr könnt den Tensioner, welcher diesmal wirklich sauber im 90-Grad-Winkel sitzt, hier sauber im 90-Grad-Winkel aus Edelstahl, und ihr könnt den Tensioner relativ weit nach unten bewegen. Und aufgrund
aufgrund dieser großen Patchfläche sind euch auch 0,3 Gramm BBs out of the box möglich, wenn ihr das unbedingt möchtet. Ich würde in der Backup, sage ich mal, 0,25, 0,28 verwenden, aber das ist jedem immer selbst überlassen. Aber wie gesagt, hier nur der eine Hinweis. Wie gesagt, ihr bekommt einfach relativ viel Hop auf dieses Bucking oder auf das System drauf. Ich würde auch so weit gehen und würde sagen, für 0,2 Gramm BBs eigentlich ungeeignet, da dafür das Hop-Up zu aggressiv ist. Bedeutet, ihr bekommt eigentlich kontinuierlich bei 0,2 ein Überhoppen rein, selbst wenn ihr auf 0 runterdreht. Dementsprechend, wie gesagt, ab 0,25 würde ich sagen, passt. Im besten Fall 0,28 oder sogar 0,3 Gramm BBs verwenden. So, und dann noch ein kleiner wichtiger Punkt. Da kann ich jetzt natürlich nicht für jedes Modell sprechen, aber ihr seht es vielleicht auch bei mir jetzt noch, da steht ein bisschen das Öl drin. Oder hier das Silikonöl steht hier ein bisschen drin. Auch das Bucking habe ich nicht gereinigt. Und wenn ihr hier mal seht, wie stark das glänzt, bei mir ist das der Hop sehr spät gekommen. Bedeutet, ich musste wirklich erstmal 2 bis 3 Magazine rausblasen, bis es Hop-Up angefangen hat, überhaupt zu greifen. Denn hier hat es vermutlich von der Fertigung erstmal dieses ganze Silikonöl und Fett und weiß der Geier was, hat es erstmal alles durchgedrückt und landet dann natürlich alles unter eurer Patchfläche. Bedeutet, ihr bekommt über den Gummi keine Bremswirkung mehr drauf, da einfach zu viel Schmierstoff unten an der Patchfläche dranhängt. Den müsst ihr also erstmal wieder rausschießen. Wenn ihr euch das sparen möchtet, dann schießt ihr ein Magazin durch, geht kurz mit dem Laufreinigungsstab vorne rein und putzt das ganze Silikonzeug einmal raus, damit auch die Patchfläche hinten unten schön frei wird und nicht mehr mit Silikon bedeckt ist. Und dann, erst dann funktioniert das Hop-Up wirklich sauber und ihr könnt auch erst dann anfangen, das Hop-Up einzustellen. Also wie gesagt, hier hat es am Anfang ein kleines bisschen Rotze ins Hop-Up reingedrückt. So Leute, das soll es gewesen sein. Sind wir am Ende dieses Videos angekommen und es gibt natürlich wieder mein ganz persönliches Fazit. Heute zu der brandneuen Army Armament TTE Pit Viper und ebenfalls zu der Limited Edition von der Sand Viper. Und beide Modelle in der CNC Begadi Upgraded Version. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. So, wer jetzt vielleicht das Video übersappt hat oder vielleicht gleich direkt sich nur das Fazit ansieht, du siehst jetzt hier 4 Backups auf dem Tisch. Bedeutet hier oben, die eine Variante, die ist noch so gut wie unbeschossen. Das sind meine, die kommen in die Vitrine als Sammlerstück. Und hier unten letztendlich die beiden Modelle, mit denen ich das Review gemacht habe. Da ist die mittlerweile 20 Magazine und die ca. 15 Magazine durch. Dementsprechend habt ihr auch vorhin in den Aufnahmen gesehen, hier eben die Pit Viper, wo man eben im Inneren diesen kleinen Abrieb am Outer sieht. Das wird mir bei meinem Modell natürlich nicht passieren. Und wie gesagt, nicht wundern, hier oben eben meine beiden, hier unten die fürs Review. Also kommen wir letztendlich einmal zum Fazit. Den ersten Pluspunkt, und ja, das ist Geschmackssache, ich spreche es dennoch an. Ich finde, wenn man sich den ganzen Haufen von Backups auf dem Markt anschaut, da sticht einfach die Pit Viper wie auch die Sand Viper vom Design, sticht sie einfach raus. Ich würde gern das Wort luxuriös in den Mund nehmen, aber genau das wird es eigentlich treffen. Aber klar, es ist eine Airsoft. Ich meine, mit dem Originalmodell von den Kosten kann man es nicht vergleichen. Aber ich finde einfach, sie wirkt unheimlich elegant. Egal, ob man sich jetzt hier die Sand Viper anschaut oder die Pit Viper. Es ist eine wunderschöne und ausgefallene, elegante Backup, muss ich sagen. Richtig geil. Der Glock-Liebhaber wird jetzt sagen, geh weg, natürlich. Aber wie gesagt, wer ein bisschen Geschmack hat, der wird hier dran definitiv Gefallen finden und Sammler und Liebhaber selbstverständlich ebenfalls. Also hier ein Pluspunkt. Nächster Pluspunkt, wie gerade angesprochen, keine Standardversion, sondern der gesamte Verschluss bzw. Schlitten komplett CNC gefräst und das für den Preis. Muss man natürlich als Pluspunkt geben. Hervorragend, super Qualität und natürlich auch aufgrund des Materials, daher das Ganze halt nicht einfach nur aus einer Zink-Aluminium-Legierung irgendwie aus der Gussform rauskommt, sondern aus Alu gefräst wird, nochmal vom Gewicht leichter, dadurch die Effizienz und das ganze System deutlich besser, muss ich sagen. Und natürlich von der Qualität, ich meine, ihr habt es gesehen, wenn das Ding aus der Gussform rauskommt, ist halt nicht ganz so geil, wie wenn da eine Fräse außen rumballert und alles rausfräst. Also mega, CNC-Schlitten oder CNC-Verschluss, mega geil, gebe ich einen Pluspunkt dafür.
Nächster Pluspunkt, was ich bei WE, bei der Combat Master immer besser fand wie bei Army Armament, ist die Umsetzung des Finishs. Bedeutet, ihr kennt ja vielleicht die Combat Master oder eben jetzt auch diese beiden Modelle, was Army nie auf die Reihe bekommen hat. Die erhabenen oder erhöhten Stellen des Schlittens oder Verschlusses sind beim Originalvorbild immer poliert gewesen, auch bei der Combat Master. Das hat Army nie gemacht, nur WE oder AW. So, und wenn ihr euch eben die Modelle jetzt anschaut, da hat es eben Army auch umgesetzt und boah, sieht das geil aus. Also wirklich auch hier die hohen Stellen wunderschön aufpoliert und die tiefen Stellen dann oder die Stellen, die eben tiefer drin sitzen, sind ein bisschen rauer und ein bisschen matter und es sieht einfach, das gesamte Finish sieht einfach mega, mega sexy aus. Also richtig geil. Jetzt hier die Sandwiper ist ja in der Limited Edition in diesem Midnight Rose gehalten, also nicht Standard Sand oder FDE, sondern in Midnight Rose gibt es 300 Stück davon und ich finde auch hier, es sieht einfach mega aus. Also ich feiere es unheimlich und daher es eben eine Limited ist, habe ich mir die auch gleich auch noch gekauft natürlich. So, also hier Finish vom Schlitten ebenfalls hervorragend, schön aufpoliert, geil. Nächster Pluspunkt gebe ich auf das gesamte GBB-System. Auch hier verbaut Bugatti wieder dieses Edelstahlventil, was sie schon bei den letzten Modellen reingebaut haben. Und dementsprechend das ganze System einfach klasse. Gaseffizienz mit dem Protech-Gas, ihr habt es gesehen, bis zu 103 Schuss. Mit einer Gasfüllung ist hervorragend. Und auch von der Energieabgabe mit eingestellten Hop-Up, tipptopp. Können wir gar nicht meckern. Läuft sauber, läuft rund und auch wenn es mal ein bisschen kälter wird, ja gut, dann nimmt er halt das Red Gas zum Beispiel von Noob Roll oder so. Hat wunderbar funktioniert. Also gesamtes GBB-System, schön spritzig, schön schnell, keine Klemmer, kein Ausspritzen, kein Ausgasen irgendwie. Nix, klasse, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Nächster Pluspunkt, das ist wieder einzigartig bei Army Armament, wie auch bei den anderen Modellen. Jetzt versuche ich mal, dass ich euch das irgendwie einfangen kann. Auch hier eben die Besonderheit, ihr habt das gesamte Griffstück per Hand gestippelt. Und es fühlt sich einfach sowas von geil an im Vergleich zu Standard-Griffschalen. Hervorragend. Und wie gesagt, das ist so einzigartig bei Army. Ich kenne keinen anderen Hersteller, der das so geil umsetzt. Gerade wenn man es vergleicht eben mit WE oder AW, da habt ihr halt einfach ein Griffstück aus der Kunststoffform raus. Und hier ist das Ganze eben ja deutlich rauer und per Hand einmal aufgestippelt. Also auch hier muss ich sagen, hervorragend, tipptopp, schönes Stippling, ebenfalls ein Pluspunkt, fühlt sich einfach sexy an. So, nächster Pluspunkt auf der Liste. Nächster Pluspunkt gebe ich Lieferumfang. Lieferumfang bei beiden Modellen, sogar bei der Pit Viper fast sogar noch ein bisschen geiler wie bei der Sand Viper. Ihr habt im Lieferumfang direkt alles enthalten, was ihr braucht und was ihr euch wünscht. Finde ich einfach mega. Ihr habt vorne einen Adapter dabei auf 14 mm Linksgewinde. Auch sehr geil vom Adapter, schön lang, dass er quasi in den Inner oder dass der Inner quasi umschlungen wird. Mega geil, ihr habt kein Spiel zwischendrin. Super Adapter, dann RMR-Montageplatte für Leuchtpunktvisiere habt ihr direkt bei der Pit Viper noch dabei, ist natürlich bei der Sand Viper Standard, die hat keine offene Visierung. Dann habt ihr dabei das Bodenstück als Ersatz für die Magazine mit TTI-Logo drauf. Ihr habt Dichtungen sind dabei, Magazinlippen, Follower ist dabei, der Spannhebel ist da noch dabei aus Edelstahl. Ach, keine Ahnung, ihr könnt es noch mal rangucken, also ein Haufen Zeug ist dabei. Für den Preis feiere ich einfach, das ist für mich so ein rundum sorglos Paket eigentlich. Bedeutet, selbst wenn mal so ein Magazin runterfällt oder aus der Pouch rausfällt und die Lippe bricht ab oder das Bodenstück ist vermackt oder kaputt. Ja, ich habe noch eins. Ich habe noch eins, denn enthalten. Finde ich geil, gebe ich einen Pluspunkt dafür. So, der nächste Pluspunkt auf der Liste ist ebenfalls Umsetzung der Internals, denn auch hier muss ich sagen, komplett aus Stahl gefertigt, der Sear, der Valve Locker oder der Firing Pin, der Locker, der Sear, Abzugstange, natürlich alles komplett aus Stahl, die gesamte Abzugsmechanik, dann der gefräste oder CNC gefertigte Pistenhead von Bugatti mit Ventilation ist wieder drin verbaut, einfach mega geil, also gesamte Internals, Stahl und geiler Pistenhead, dichtet sauber ab, ebenfalls ein Pluspunkt.
Und ich habe es euch vorhin auch bei den Internals erklärt, nochmal ganz kurz als Resümee. Der Pistonhead eben der Vorteil, durch die Ventilation dichtet er immer sauber ab. Und auch wenn der O-Ring mal verschlissen sein sollte, ihr braucht keinen speziell geformten Pistonhead euch irgendwo suchen bei irgendeinem Shop, vielleicht sogar in Asien, weil der in Deutschland keinen herbekommt. Nö, ihr kauft euch einfach für 20 Cent oder für 10 Cent so ein O-Ring und macht einfach den O-Ring drauf, einen neuen. Fertig, dann dichtet das Ding wieder ab. Also Pistonhead Internals aus Stahl, ebenfalls ein Pluspunkt. So Leute, bevor wir den letzten Pluspunkt ansprechen, ebenfalls noch ein Neutralpunkt und das habe ich euch bei der Pit Viper eben gezeigt. Das ist leider immer noch, was jetzt schon besser ist, natürlich aufgrund des Fixed Outer Barrels, aber dennoch, wie gesagt, der Outer ist zwar hier jetzt fixiert, da natürlich der Kompensator dran hängt, aber man hat dennoch im Outer innen drin, wenn man mal rausbaut, sieht man so ein ganz kleines bisschen, ja nicht Abrieb, aber man sieht einfach, da schleift es ein bisschen. Es stört jetzt nicht, da eben nicht sichtbar, sondern nur innen drin ist. Ich würde aber dennoch an der inneren Position und vielleicht sogar hier außen, wo jedes Mal der Schlitten reinläuft in diese Führung, ich würde hier vielleicht ein bisschen Fett aufbringen. Ich meine, ihr könnt es vielleicht bei meiner schon einmal sehen. Ich habe das bereits umgesetzt. Bedeutet, ich habe hier vorne einfach ein bisschen Fett aufgetragen und ich habe ebenfalls innen, kann man nicht sehen, aber ich habe auch innen drin im Outer auch ein kleines bisschen Fett aufgetragen. Ich möchte es einfach schonen. Ich meine, wem das wurscht ist, wer das Ding wirklich spielt und durchrockt, dem ist es wurscht. Wer Liebhaber und Sammler ist und vielleicht doch ab und zu mal einfach ein paar Schüsse abgeben will zum Blinken und dennoch sein Modell schonen möchte. Wie gesagt, ich würde den Außenlauf und hier vorne eben den Kompensator, wo der Verschluss reinläuft, ich würde es ein bisschen fetten. Ansonsten habt ihr halt irgendwie jetzt keine tiefen Kratzer, aber ihr seht einfach, da arbeitet das Material. Und das ist auf Dauer gesehen, gerade bei einem Sammlerstück, bisschen schade, muss ich sagen. Also das gebe ich als Neutralpunkt. Vielleicht hätte Army noch eine Cerakote-Beschichtung draufballern können. Aber auch die schleift euch irgendwann mal durch. Also hier der einzige Neutralpunkt. Würden sie das noch perfekt machen, dass da nichts irgendwo schleift, dann wäre es der absolute Hammer. Dennoch muss ich noch einen Pluspunkt ergänzen. Denn wenn ihr euch das ganze Paket jetzt mal anschaut, was ihr hier bekommt für 249 €, gerade mal vielleicht in Bezug auf die Max 7.9 kann man schlecht vergleichen, ist ein bisschen einzigartig. Aber ich habe lange rumgeschaut, sucht euch mal eine Backup, wo ihr out of the box so ein Paket bekommt für 249 € mit einem CNC gefrästen Verschluss. Findet ihr nirgends. Und dementsprechend eben auch das Preis-Leistungs-Verhältnis heute als Pluspunkt. Natürlich, wäre es nicht geil, hätte ich sie mir nicht gekauft. So Leute, wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen anzusprechen? Oder ihr kauft euch vielleicht das Modell in 1, 2, 3 Wochen und euch fällt noch irgendwas auf, was ich vielleicht noch gegenprüfen sollte oder wo es vielleicht sogar noch Probleme gibt. Immer Kommentarfeld nutzen, bitte Feedback geben natürlich, dann kann ich noch eben agieren und reagieren und vielleicht Videobeschreibung anpassen. Wie gesagt, alles ins Kommentarfeld reinhauen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.